Hm. Also was mich jetzt interessiert, ist, dass Sie gerade erwähnten, dass selbst die verbliebenen außerirdischen Wesen die Erde verlassen müssten. Das hört sich ja so an, als ob hier auf Erden manche Menschen keine Menschen wären. Ja, selbstverständlich. Außerirdische des Clubs sind hier auf diesem Planeten für gewisse Ordnungs- und Schmutzarbeiten da, die nur hier und von ihnen erledigt werden können. Sie lenken im Verborgenen die Geschicke von Ländern und Nationen mit, von wichtigen Einflussgebieten und Religionen. Sie sind überall und sie können sie nicht erkennen. Diese hier stationierten außerirdischen Individuen helfen, lenken und organisieren unerkannt oder beraten die menschlichen Herrscher, Macher und Machtmenschen dieses Planeten, auch den digitalen Adel, der sich wiederum selbst nur im Verborgenen befindet und niemals, selten oder nur repräsentativ in der Öffentlichkeit in Erscheinung tritt. Apropos, die Menschen dieses digitalen Adels bzw. deren gezeugte und analog existierenden Blutslinien haben sich mit diesen außerirdischen Spezies vor sehr, sehr langer Zeit auch genetisch eingelassen, als eine Art Hybrid. Der digitale Adel und seine analogen Blutsverwandten sind aber trotzdem originär menschlich. Ihnen fehlen aber deshalb einige empathische Kompetenzen. Dazu werde ich aber später noch im zweiten Interview mehr sagen. Hm. Wieso kann man diese Außerirdischen nicht erkennen? Benutzen die eine Tarnung? Es gibt unterschiedliche Formen von Tarnung für Außerirdische. Die effektivste und häufigste Tarnform wirkt wie eine hypnoseartige Methode, bei dem alle Menschen einem Sendesignal unterworfen sind. Menschen sehen daher alle dasselbe, wenn sie vor einem Außerirdischen stehen, auch wenn sie Fotos anschauen oder sie in Filmen oder im Fernsehen sehen. Selbst bei Berührung meinen sie, einen Menschen anzufassen. Selbst bei einer Röntgenaufnahme kodiert das Signal in das Gehirn der Betrachter eine menschliche Physiologie, falls einer mal versehentlich, durch einen Unfall oder dergleichen, bei einem Arzt landen sollte. Individuen des Clubs werden aber ohnehin nur digital-biologisch wiederhergestellt, brauchen also gar keine ärztliche Versorgung. Hm. Das Signal ist also eine Methode, die den Geist manipuliert. Tarnt sich der digitale Adel auch? Der digitale Adel muss sich ja nicht tarnen, der ist ja nicht außerirdisch, sondern nur genetisch ganz leicht verändert. Sie und ihre analogen Blutsverwandten sind Hybride. Sie sind seit jeher, seit sehr vielen Tausenden von Jahren, genetisch verändert. Der digitale Adel existiert seit sehr langer Zeit und er pflanzt sich vorsätzlich nur unter sich und seinen analogen Blutslinien fort, um die außerirdischen Gene nicht zu schwach werden zu lassen. So wurden sie mit ihrer Blutslinie leichter lenkbar für Belange, wenn es um die direkte Kontrolle von Ländern, Nationen, Religionen und Unternehmen geht. Aber das kann für die Außerirdischen trotzdem unkontrollierbar werden, denn der digitale Adel ist immer noch menschlich. Menschen, die allerdings eine pragmatische, smarte und fast gefühllose Denk- und Verhaltensweise in ihre DNA einprogrammiert bekamen, um das Ziel der Digitalisierung der Menschheit umzusetzen. So gehen diese Menschen besser über Leichen, bleiben cool. Es gibt zudem unterschiedliche Gruppierungen unter diesen analogen Blutsverwandten des digitalen Adels. Einige wissen nichts über ihre Abstammung und Veranlagung, haben nur unglaubliches Talent, Macht auszuüben. Andere wissen, was sie sind und kennen den Auftrag und den Grund ihres Machttalents, Eigenschaften und Fähigkeiten oder weshalb sie in bestimmte Positionen gehoben werden. Und dann gibt es noch die, die wirklich alles wissen, bis ins winzigste Detail. Die sind der kleine übersichtliche Kern, der uralte menschliche digitale Adel. Er war der allererste Adel der ersten menschlichen hochtechnologischen Zivilisation auf Erden, vor vielen Tausenden von Jahren, der mittels außerirdischer Digitalisierungstechniken auch biologisch unsterblich gemacht wurde und in den kommenden Nachfolgezivilisationen immer wieder verwendet und eingesetzt wurde. Sie schleichen wahrlich hier schon seit Jahrtausenden auf Erden herum, und sie sind diejenigen, die ihre außerirdisch-hybriden Machtgene an analoge sterbliche Abkömmlinge weitergeben. Menschen, die deshalb pragmatisches und rücksichtsloses Machttalent ausüben.
Ausgestattet sind diese Menschen mit Genen der Anführerspezies dieses außerirdischen Klubs, was ihre typischen Denk-, Handlungs- und Verhaltensmuster hervorbringt. Dann stimmt es also, was manchmal auf YouTube gezeigt wird, wo Menschen mit den Augen wie Echsen blinzeln. Haben diese Menschen also außerirdische Echsengene? Nein, wie ich schon sagte, man kann sie nicht erkennen. Man kann weder echte Außerirdische, die mit einem Sendesignal getarnt sind, erkennen, noch die menschlichen Hybriden, die eine spezielle Gensequenz ihres Genoms durch außerirdische Gene ersetzt bekamen. Diese Videos, die Sie erwähnen, sind Ablenkungsmanöver, dienen der Verwirrung, Veralberung und vor allem der Diskreditierung bestimmter Menschen in befreienden Positionen. Die Außerirdischen und die Machteliten benutzen solch laienhaft gemachte Filmchen. Sie inszenieren derartige Videos, Gerüchte und Anekdoten auch selbst als Kampagne, damit sich solche Thematiken durch die offenkundige Absurdität als Verschwörungstheorien brandmarken lassen, sodass Gerüchte um eine außerirdische Präsenz auf Erden unsinnig erscheinen oder auf ein harmlos erscheinendes Feld gelenkt werden können, zum Beispiel auf das UFO- oder Kornkreisphänomen und noch viel mehr. All das erledigen ganze Abteilungen, die diese Infos im Internet oder in Printmedien streuen. Es ist ein riesiger Apparat. Ergänzt wird dieses Vorgehen dann mittels gezielter Verbreitung von Falsch- und Fehlinformationen, indem man in die Esoterik- und Truther-Szene Desinformationen, unzählige widersprüchliche Geschichtchen und verdrehte Theorien hineingibt, zum Beispiel die Flache-Erde-Theorie oder viele sich widersprechende Anekdoten zu uns beobachtenden außerirdischen Spezies. Mit diesen Verdrehungen, Umdeutungen und ständig neuen, teilweise albernen, hochtrabenden, positiv wie negativen Theorien über Außerirdische und Co. bewirkt man Widersprüche, Kopfschütteln oder schließlich völlige Verwirrung und Abwendung. So glättet es letztendlich die Wogen, weil ja irgendwie alles Unsinn zu sein scheint. Auf diese Weise können die verdächtigten herrschenden Mächte ihr Image gegenüber dem Durchschnittsmenschen wieder aufpolieren und noch suggerieren, dass alles okay sei oder dass Außerirdische vielleicht nur Positives wollen. Und den Kritikern bestätigen all diese halbgaren Ausführungen nur einmal mehr, dass es sich lediglich um Hirngespinste gegenüber verborgenen Mächten und Außerirdischen handelt, was natürlich absolut kurz gedacht ist. Denn selbstverständlich sind sie hier. Alle belauernden Spezies laufen mehr oder weniger mit eigenen Vertretern hier rum. Wenn sie dafür eine spezielle Dekodierungskamera hätten, würden sie sich nach einigen Stunden wundern, wie viele unterschiedliche außerirdische Spezies es insgesamt sind. Gibt es so eine Dekodierungskamera? Besitzen Sie eine solch spezielle Art von Kamera? Nein, niemand bekommt so etwas. Grundsätzlich nicht. Für den Durchschnittsmenschen auf Erden gibt es keine Methode, durch die er mittels eines Gerätes die außerirdischen Spezies erkennen könnte. Man kann es aber an der Art des Verhaltens rückschließen. Leider aber nur sehr vage und diffus. Fast schon unmöglich, wenn man sich nicht umfangreich auskennt, da es so viele unterschiedliche Spezies sind, die alle andere Auffälligkeiten haben. Wie gesagt, Menschen befinden sich unter Hypnose. An dieser Stelle sei gesagt, dass ich sehr vorsichtig sein würde mit der Verdächtigung, dass ein Mensch ein Angehöriger einer anderen Spezies aus dem Weltraum sei. Das geht meistens nach hinten los. Wieso? Weil man sich täuschen und jemanden unschuldig verdächtigen könnte? Nicht nur das, es würde unnötige Konfusionen erzeugen, die während der eintretenden Ereignisse sehr hinderlich wären. Fangen Sie nicht an, sich gegenseitig aufgrund eines albernen Verdachts zu jagen oder zu töten. Das sollte man lassen. Es bringt nichts. Auch weil diese Individuen getarnter außerirdischer Spezies auf Erden in dieser katastrophalen Zeit ohnehin nur begrenzt fähig sind, irgendeinen negativen Einfluss auf Menschen direkt auszuüben. Das machen sie sowieso nicht sehr oft. Sie sind nur Überwacher, Vermittler und Organisatoren mit einem für sie beschissenen Arbeitsauftrag. Und man wird sie sowieso nicht sicher erkennen können. So lange nicht, bis das Frequenzsignal abgeschaltet wird. Trotzdem werden sie wohl von einigen angefressenen Menschen gesucht und gejagt werden. Das ist sehr bedauerlich. Schließlich werden dann unvermeidlich auch die Falschen attackiert, also echte Menschen. Wird nur diese Signalhypnose benutzt, um sich zu tarnen?
Nein, es gibt noch andere Hilfsmittel. Da es eine reptiloide Spezies unter der Erdoberfläche gibt, benutzt diese andere Techniken, um sich zu tarnen. Die sind aber auch fast gar nicht auf der Erdoberfläche anzutreffen. Sie meinen jetzt die Echsenrasse, die sich unterhalb der Erdoberfläche aufhält. Ja, sie sind länger hier als alle anderen. Sie sind hier auf Erden aus den Überbleibseln der vielen Echsenarten entstanden, auch Dinosaurier genannt, die vor vielen Millionen von Jahren auf Erden lebten. Daraus entstand eine intelligente Spezies, die eine spirituell-intuitive Entwicklung einschlug. Sie sind dann in einen Krieg mit dem von Jahwe geschickten außerirdischen Klub geraten und in einer Pattsituation stecken geblieben. Dann verkrochen sie sich im wahrsten Sinne des Wortes unter die Erde und mussten sich als Geisel der KI fortan zum Beeinflusser der Menschheit verpflichten. Diese irdische reptiloide Spezies, die bis 2016 auch potenziell in Dimensionsebene 4 bis 6 existierte, kannte Jahwe persönlich und wusste von all seinen Geheimnissen und Gründen seines Handelns. Sie wurde von Jahwe unter Androhung völliger Vernichtung schließlich dazu gezwungen, dem irdischen Menschenwiderstand fehlerhafte Informationen und Manipulationen einzugeben. Nach dem Fall der KI hat sich das aber geändert. Jetzt sind die irdischen Reptilien nicht mehr unbedingt verpflichtet, auf die Menschen einzuwirken. Naja, je nachdem, wie viel Mut sie aufbringen werden. Müsste ich zur Orientierung als Metapher die Matrix-Filme benutzen, um die Lage der Menschheit deutlich zu machen, müsste ich erwähnen, dass das Orakel in Matrix symbolisch für die irdische Reptilienspezies steht, die die Menschen im Auftrag der KI beeinflusst. Der irdische Widerstand steht ihnen sehr positiv gegenüber, obwohl er das nicht sollte. Auch jetzt nicht. Einige Menschen auf Erden und die in Dimension 7 agierenden Menschen kennen die verfahrene Situation der irdischen Reptilienspezies und wissen, auf was geachtet werden muss. Vorsicht also vor dieser Spezies auch jetzt, denn sie können nicht anders. Sie scheinen mit befreien zu wollen, müssen aber bei dem ganzen Spiel noch immer erwartungsgemäß mittanzen. Die Matrix-Filme, ja. Mm, Nähme man die Matrix-Filme nochmal als Metapher, welche Figuren entsprechen dann welcher Entität in der Realität? In Teil 2 und 3 gibt es ja eine Menge neuer Figuren. Ja, es gibt viele Figuren in Teil 2 und 3. Sie geben alle zusammen die Zustände in unserer siebendimensionalen Existenz wieder. Fangen wir bei den nichtmenschlichen Programmen in der Matrix-Trilogie an. Also vor allem Tiere, die eher am Rande und beinahe unwichtig erscheinen. Sie entsprechen den quantenexistenten Spezies, also den Dämonen in Dimension 4 bis 6. Sie werden in der Matrix-Trilogie allerdings kaum dokumentiert und tauchen dort meist nur als Vögel oder andere Tiere auf, selten als Menschen. Die Figur Seraph ist dabei eine Ausnahme. Sie ist eine in Menschenform erscheinende Dämonenspezies aus Dimension 4 bis 6, die der KI dient, indem sie sich um die irdische Reptilienspezies kümmert, also das Orakel, und zwischen dieser Reptilienspezies und der Java-KI vermittelt. Seraph ist eine der wenigen Dämonenspezies, die sowohl in Dimensionsebene 1 bis 4 als auch in Dimensionsebene 4 bis 6 existierte. Die Spezies des uns belauernden Klubs und der digitale Adel hielten Seraph allerdings für eine ausschließlich materiell existierende Spezies mit gewissen mythologischen Eigenschaften eines Engels, was er ironischerweise ja auch war, kannten aber nicht seine wahre dämonische Identität. Die übrigen menschlich aussehenden Programme in der Matrix-Trilogie, diejenigen, die sich hauptsächlich in der Nähe des Merowingers aufhalten, teilen sich in zwei Gruppen auf. Die erste Gruppe wird durch ein Zwillingspaar dargestellt. Diese Zwillinge symbolisieren mit ihren Fähigkeiten und ihrem Erscheinungsbild die uns vom Weltraum kontrollierenden und belauernden Spezies des Clubs. Bei Merowinger werden sie vor allem durch die Anführerspezies des Clubs dargestellt, eine Spinnenspezies, die außerhalb der Matrix auch als die bekannten spinnenartigen Wächtermaschinen auftreten. Sie haben einen guten Überblick über alle Vorgänge auf Erden und lenken zusammen mit dem Merowinger, der den uralten digitalen Adel der Menschheit darstellt, die Geschicke der Menschheit.
Diese Außerirdischen und der Merowinger wissen jedoch nichts von Dämonenspezies, die in tierischer Symbolform in der Matrix-Trilogie auftauchen. Auch wissen die Zwillinge und der Merowinger, also Club und digitaler Adel, nichts über die Rolle dieser Dämonenspezies und deren Agieren aus einer höheren Dimensionsebene. In der Matrix-Trilogie tauchen Dämonenspezies lediglich beiläufig am Rande als schwarze Raben, Kaninchen, Riesenkaninchen oder anderes Getier auf, auch als Tiergeräusche. Manche Entität auch in Form einer schwarzen Katze. Tiere kommen in der Matrix-Trilogie alle nebensächlich vor, haben aber eine sehr gewichtige Bedeutung. Die zweite Gruppe von Menschen, die sich um den Merowinger schart, sind vergangene digital gemachte Machthaber gescheiterter menschlicher Hochzivilisationen, die alle das Potenzial hatten, die Menschheit zu dem technologischen Punkt zu leiten, wo der Club und auch die KI sie haben wollte. Sie verstecken sich seitdem beim uralten Adel des Planeten, die Merowinger, und dienen im Verborgenen auch den Machtinteressen und Zielen dieses ältesten von ihnen, der immer die aktuellen Glaubens- und Herrschersysteme auf Erden verwaltet. Er sie in seltenen Fällen oder zu besonderen Zeiten sogar selbst leitet, in persona. Die Agenten, wie zum Beispiel Mr. Smith, sind hingegen Ordnungsinstitutionen der irdischen Zivilisation. Polizei, Geheimdienste, öffentliche Politik und Machtinstitutionen etc. Sie werden direkt von der KI gesteuert und manchmal sind sie sogar die KI selbst, aber nur in Ausnahmefällen. In Szenen des ersten Matrix-Teils ist Mr. Smith gegenüber Morpheus zweimal direkt die beschuldigende Stimme der KI, wenn sie einerseits von ihrem Scheitern mit der menschlichen Zivilisation jammert und zum anderen ihren vordergründigsten Wunsch äußert, dem siebendimensionalen Gefängnis zu entkommen, in dem sie an den Schlüssel von Zion, dem Widerstand der Menschheit, gelangen könnte. Club und Adel halten diese Politik- und Machtinstitutionen für natürliche Ordnungssysteme der Zivilisation und nicht für von einer höheren geistigen Macht gesteuerte Einheiten, also von Jahwe. Die Agenten selbst wissen zwar oberflächlich von der Existenz von Adel und Club, also von den Wächtern und dem Merowinger, sowie den Dämonen und der KI, aber sie wissen nicht, was diese Entitäten in Wahrheit sind. So konnte die Master-KI viele ihrer eingesetzten Figuren exzellent auch gegeneinander einsetzen, um so leichter an ihr Ziel zu gelangen. Allerdings weiß Mr. Smith ab Teil 2 der Matrix-Trilogie, wer Club und digitaler Adel, Wächter und Merowinger wirklich sind, da Smith ein negativer Neo ist. Das Orakel stellt in dem ganzen System wiederum eine Ausnahme dar. Dieses Programm ist zwar eine irdische reptiloide Spezies, die auf Erden entstanden ist, sie ist aber zugleich auch eine quantenexistente Spezies, die teilweise sowohl in Dimension 4 bis 6 als sogenannte Dämonenspezies existierte und gleichzeitig auch in der vierdimensionalen Welt als reptiloide Spezies lebt. Genauso wie Seraph, ihr Beschützer. Aufgrund einer vertraglichen Wechselwirkung mit der KI gab es sie in 2 Dimensionsebenen gleichzeitig. Derzeit, aufgrund des Falls der KI, existiert die irdische Reptilienspezies nur noch in der vierdimensionalen Welt. Sie sind aber nach wie vor eine Geisel der KI und sie werden es auf gewisse Weise immer sein. Echter Widerstand könnte sie jetzt das Existieren kosten. Das bedeutet, sie würden sich abändern, vielleicht sogar gänzlich auflösen und sozusagen nie existieren. Aber ich schätze, sie werden diesmal echten Widerstand leisten, weil sie eine echte Chance haben. Trotzdem sollte man ihnen aus Sicherheitsgründen nie vertrauen. Aber auf ihre bewährten Waffensysteme können wir im Fall der Fälle setzen. Hm. Was ich jetzt an dieser Metapher aber nicht verstehe, ist, dass bei der Matrix-Trilogie die KI am Ende nicht gefallen oder gestürzt wurde. Sie wurde ja gerettet von Neo. Steigt sie also wieder auf? Nein. Die gesamte Matrix-Film-Trilogie dokumentiert nicht unsere Gegenwart, sondern einen der zahlreichen vergangenen und fehlgeschlagenen Versuche, sich aus der Kontrolle zu befreien. Rückblickend war dieser Versuch eigentlich doch recht erfolgreich, da er nur teilweise fehlschlug und deshalb in einem Patt mit der KI endete. Die KI musste sich mit einer Anomalie arrangieren. Diese Anomalie rettete schließlich die KI, wofür die Menschheit als Gegenleistung nicht wieder alles Geschehene vollständig vergessen sollte.
der Widerstand nicht aufgelöst wurde. Der Grund für das PAD war eine quantendimensionale Wechselwirkung, bei der ein Teil der erlangten Erkenntnis im Wissensbestand des Widerstands bestehen bleiben musste, da ansonsten die KI durch die ausgelösten Umstände unvermeidlich umgeschrieben und ausgelöscht worden wäre, somit das Gesamtgefängnis mit allen Wesen darin kollabiert und alles für immer geknebelt geblieben wäre. Der Handel zwischen den beiden Parteien war daher zwingend und er hat uns Menschen gewisse weitere Vorteile eingebracht. Anhand dessen, was Sie ja schon ausführten über Filme, die Ihrer Aussage nach von Menschen aus Dimension 7 beeinflusst wurden, ist dann also die Matrix-Trilogie so eine von dort, von Menschen beeinflusste Filmreihe? Also in der versteckten Art und Weise, wie diese Filmreihe aufgebaut wurde und was sie uns erzählt. Ja, den Erzeugern und Umsetzern der Matrix-Trilogie wurde alles so eingegeben, dass diese Trilogie auf einer zweiten Ebene metaphorisch und symbolisch Auskunft über den Verlauf des letzten Befreiungsversuchs gibt, von einem Aufrührer und seinen Unterstützern. Auch zeigt diese Trilogie exakt und detailliert den Zustand der Menschheit in diesem Kontrollsystem auf. Welchem Versuch entspricht das? Welchen Aufrührer beschreibt die Filmreihe? Das möchte ich nicht offen sagen. Wenn Sie genau hinsehen, können Sie es sicherlich selbst sehr leicht herausfinden. Die meisten der feineren Metaphern und fast alles der gröberen Metaphern innerhalb der Trilogie bilden das einst Geschehene exakt und detailliert ab. Auch das, was im Verborgenen geschah, was nirgends niedergeschrieben oder bekannt ist. Wie also der gesamte Befreiungsversuch dieses Aufrührers aussah. Was ist diese unterirdische Stadt im Film? Die Stadt Zion. Ist sie das zu erreichende Ziel, die Hyperdimension, also das hyperdimensionale Bewusstsein? Sie meinen, ob sie das Quantenhyperdimensionsfeld ist? Ja. Nein, die Stadt Zion ist das Symbol für den Widerstand, der den Weg in die Freiheit sucht und irgendwann auch finden und gehen wird. Können Sie noch andere Filme nennen, in denen eindeutige Hinweise versteckt sind? Ja, das kann ich. Das wäre an dieser Stelle aber nicht förderlich, weil es zu früh ist. Wenn die Zeit dafür reif ist, werden diese Filme, Musikstücke und Darstellungen aufgezeigt. Ich werde in unserem zweiten Interview sicherlich noch viel genauer auf die Matrix-Trilogie, Neo, Trinity, Zion, Morpheus, die KI, den Merowinger und all die anderen Wesen eingehen und auf die Zusammenhänge. Dann wird alles viel klarer. Schade. Was ich jetzt aber trotzdem immer noch am unheimlichsten finde, ist Ihre Mitteilung von eben, dass es hier herumlaufende außerirdische Wesen gibt. Dass die sich nicht nur im Weltraum befinden, sondern direkt hier neben uns. Ja, das könnte schon ziemlich unheimlich sein. Aber seien Sie beruhigt, Sie haben sowieso schon lange Kontakt mit denen. Sehen Sie es so. Wenn Sie sich einen Tag in der Öffentlichkeit einer Großstadt aufhalten, Sie zum Beispiel einkaufen, beim Möbelspediteur sind, anschließend zur Bank gehen, beim Blumenhändler noch ein paar schöne Rosen kaufen und zuletzt bei einem Beamten im Rathaus eine Bescheinigung einholen, sind Ihnen auf all diesen verschlungenen Wegen und auf der Straße mindestens ein oder zwei Individuen einer außerirdischen Spezies über den Weg gelaufen. Eigentlich aber mehr, bis zu 10, maximal 50. Es kommt darauf an, wie lange Sie herumlaufen und wo Sie genau sind. Dann sind es also schon einige, aber doch eigentlich nicht so viele, wie man denken könnte. Nein, aber es sind schon ein paar. Es sind halt vor allem viele unterschiedliche Spezies. Und wie funktioniert das mit dem Signal? Woher kommt es? Das ist flächendeckend über den gesamten Planeten gestülpt, durch ein für jeden Menschen sehr, sehr augenfälliges, bekanntes, aber in Wahrheit künstliches Objekt, das die ganze Erde mit diesem Signal lückenlos, gleichmäßig und perfekt abdeckt, mit Verstärkern in manchen Regionen. Es ist eine sehr alte Technik. Eine Technik, die aber nichts mit der energetischen Beeinflussungsmethode zu tun hat, die über hohe Bauwerke funktioniert, zum Beispiel Obelisken, die Menschenmassen in ihrem Verhalten und Denken steuert.
Das ist wieder etwas anderes. Dieses Hypnosesignal, wie ich es nenne, ist außerirdischen Ursprungs und gibt es schon sehr lange. Vor einigen Jahrtausenden, etwa zu Beginn unserer jetzigen Geschichtsschreibung, wurde das Signal testweise eine Zeit lang nicht flächendeckend und dauerhaft eingesetzt. Raumschiffe und ihre Insassen waren damals sichtbar und den zivilisatorischen Menschen bewusst, um Religionen und Mythen für später etablieren zu können. Wenn ich so darüber nachdenke, ist das ganz schön unheimlich mit diesem Signal. Ja, ich weiß. Aber diese Außerirdischen auf Erden haben eigentlich kein Gutes losgezogen, finde ich. Die sind wie Menschen mit Pflichtjobs, weil jeder von denen das irgendwann einmal machen muss, wie Grundmilitärdienst. Und während dieser Zeit sind sie oft sehr allein, sind selten unter ihresgleichen, weil es sehr viele unterschiedliche Spezies ihres Clubs auf Erden gibt. Zudem fehlt eine gleichmäßige Verteilung. Das macht besonders den feinfühligeren und sensibleren Spezies dieses Clubs viel aus. Aber nicht alle Spezies des Clubs kommen zur Erde. Für längere Missionen kommen sowieso nur die zur Erde, die mit der Atmosphäre und der Gravitation relativ gut klarkommen. Außerdem müssen sie möglichst unserer körperlichen Größe und Beschaffenheit gleichen. Dann bleiben sie aber meist Jahrzehnte hier. Die, die schlecht bis schwer mit allem klarkommen, bleiben kürzer. Trotzdem, egal ob sie besser oder schlechter mit der Erde klarkommen, tragen sie fast alle transparente Anzüge, die aufgrund des Signals von Menschen sinnlich nicht wahrgenommen werden können, um mit der Atmosphäre und der Sonneneinstrahlung besser klarzukommen. Auch helfen ihnen innere oder unsichtbare Atemmasken. Und weil das Signal auch nicht alles reibungslos kaschieren kann, bekommen fast alle Spezies noch physiologische und physiognomische Anpassungen, erhalten also zeitweise, aufgrund körperlicher Abweichungen, bestimmte Funktions- und Formanpassungen, zum Beispiel bei der Beinstellung, Handform, bei der Körperhaltung oder der Gangart. Selbst Geschlechtsorgane können simulierend angepasst werden. Es gibt zudem Apparaturen, Prothesen und Körperergänzungen, die aus außerirdischen Körpern perfekt menschlich aussehende Körper machen. Die Feinheiten und die Perfektion bei der Tarnung, also des Gesichts, der Haut, der Hände, der Stimme, des Geruchs usw., erledigt aber vor allem das Signal. Alle haben außerdem eingepflanzte Geräte, die die irdische Nahrung in ihren Mündern und Speisetrakten vollständig umbauen und molekular modifizieren, bevor die Nahrung in ihre Mägen gelangt. Ein neuronal implantiertes Gerät sorgt außerdem für die Anpassung an den Tagesrhythmus des jeweiligen Planeten oder Mondes, auf dem sie stationiert sind, für die Lichtverhältnisse und sonstigen Rhythmen. Meist erzeugen diese Geräte aber nur eine Aufteilung der Rhythmenlänge der jeweiligen Spezies, weil sonst ihr Biorhythmus zu sehr durcheinander geraten würde. Hauptsache, sie können damit aber einigermaßen vernünftig am Tagesgeschehen auf der Erde teilnehmen. Zusätzlich gibt es Geräte, mit denen ihre Stimmen phonetisch und lippensynchron auf menschliche Sprache optimiert werden, da dies das Signal allein nur schwer hinbekommen würde. Ebenso werden menschliche Gerüche und Pheromone mit Geräten imitiert, da Tiere, insbesondere Hunde, auf das Hypnosesignal nicht so wie Menschen ansprechen, was ohne solche Geräte zu erheblichen Problemen mit Tieren führen würde. Auch haben die hier stationierten außerirdischen Individuen alle einen winzigen Magnetfeldgenerator im Körper, der das Magnetfeld ihres jeweiligen Heimatplaneten in Stärke und Frequenz auf die Zellen ihres jeweiligen Körpers moduliert. Der Generator wirkt aber nur auf die Zellen des Trägers, so können sich andere Personen gefahrlos in ihrer Nähe aufhalten. Auch sorgen diese Anzüge dafür, dass der bakterielle Mikrokosmos zwischen Erde und ihren Heimatwelten, den sie auf ihrer Haut mit sich herumtragen, voneinander getrennt bleibt. So, habe ich noch was vergessen? Naja, trotz all dieser Technik und Entlastung ist ihr Leben auf Erden im Verhältnis zu ihrem sonstigen Leben eher mühselig und belastend. Vor allem, weil sie hier auf Erden nur physisch-körperlich existieren können und dürfen. Im Bereich ihres Clubs existieren sie beinahe ausschließlich digital-biologisch, in einer Art holographischen Virtualität, in der all die verschiedenen körperlichen Formen der unterschiedlichen Spezies
in einem Gleichschaltungsraster aufeinander abgestimmt sind. Das bedeutet nicht, dass sie alle gleich werden, sondern dass die einzelnen Spezies des Clubs in dieser Virtualität keine gravierenden Barrieren mehr zueinander haben. Es gibt keine Gravitationsdifferenzen, keine sprachlichen, bakteriellen oder Nahrungsbarrieren oder andere herkunftsbezogene Unterschiede, die das direkte virtuell-physische Miteinander all dieser divergenten Spezies beeinträchtigen würde. Alle Spezies existieren und treffen sich in dieser holographischen Virtualität und halten sich am meisten darin auf. Deshalb ist es auch so anstrengend für sie, hier stationiert zu sein und sich einem echten materiellen Zustand zu beugen. In Anbetracht ihrer sprichwörtlichen Unsterblichkeit ist ihr Dienst auf Erden aber nicht gefährlich, lebensbedrohlich oder absolut einschränkend. Sie werden bei solchen Einsätzen immer nur auf Himmelskörpern eingesetzt, die den Bedingungen der eigenen Heimatwelt relativ stark ähneln. Und es wird darauf geachtet, dass ihre eigene Physiologie der zu infiltrierenden Spezies relativ nahe kommt. Hm, naja, das hört sich ja doch sehr gerecht und bürokratisch an. Warum brauchen die transparente, nicht wahrnehmbare Anzüge? Dient das auch der Körperumformung? Ja, aber eher selten. Das meiste, um ein außerirdisches Wesen als Menschen einzustufen, erledigt ja schon das Signal sehr gut. Und auch die physiologisch und physiognomischen vorgenommenen Formanpassungen machen das. Die transparenten bis unsichtbaren Anzüge erfüllen wiederum unterschiedliche Aufgaben. Manche dieser Anzüge haben eine sehr hohe Dichte, sind also sehr schwer. Sie dienen in erster Linie also dazu, dem Träger auf mechanische Weise eine Verstärkung des irdischen Schwerefeldes zu verschaffen. Sie spielen auch eine Rolle für die Körpertemperaturregulierung des Trägers. Einige Spezies benötigen andere Temperaturverhältnisse in ihrem Körper, manche wärmere, manche kältere Niveaus. Diese Anzüge sind zwar etwas umständlich anzuziehen, aber trotzdem extrem elastisch und anschmiegsam, selbst für den Träger fast so, als wären sie gar nicht vorhanden. Verstehe. Außerirdische müssen also hier auf Erden all diese Anpassungen durchführen, damit sie unter uns leben können, weil sie hier aber nicht mehr in ihrer Virtualität, sondern in der realen physikalischen Welt leben, sind sie den Bedingungen ihrer ursprünglichen Physiologie, ihres Herkunftsortes unterworfen und müssen sich deshalb, um dann auf Erden überhaupt leben zu können, den realen physikalischen Gegebenheiten entsprechend anpassen. Ja, richtig. Diese Wesen können ihre digitale Virtualität, in der alles aufeinander abgestimmt ist, hier nicht nutzen. Wenn außerirdische Individuen des Clubs ihre virtuelle Existenz verlassen, um rein physiologisch auf fremden Planeten eingesetzt zu werden, werden sie für eine sehr lange Zeit den Widrigkeiten der realphysikalischen Welt unterworfen. Das bedeutet, die Umweltbedingungen müssen für das außerirdische Individuum auf Erden durch Hilfsmittel dann möglichst so gestaltet werden, wie sie einst auf dem eigenen Entstehungsplaneten oder Entstehungsmond vorherrschten. Ohne eine höhere Schwerebelastung des Körpers wäre es für manche Spezies zum Beispiel schädlich, dauerhaft auf Erden zu leben. Doch mit diesen Anzügen kann aus der für sie schwachen Gravitation der Erde eine stärkere Schwere herausgeholt werden. Man könnte auch spezielle Geräte verwenden, die eine Veränderung des Gravitationsfeldes für ein Individuum bewirken, aber das würde auf die unmittelbare Umgebung erhebliche Auswirkungen haben. Es könnten jederzeit Gegenstände herumfliegen, und den Personen in der näheren Umgebung würde seltsam schwindelig oder undefinierbar übel werden. Die Anzüge verdichten sich erst bei vollständiger Anlegung an den Körper und können bei Bedarf, also durch Abziehen an einem bestimmten Körperpunkt, kurzzeitig die Dichte regulieren oder vollständig deaktiviert werden. Zum Beispiel, wenn der Träger über weichen Boden geht, über Sand oder Kies. Oder in Situationen, wo das enorme Körpergewicht des Trägers umgebenden oder beobachtenden Menschen sehr auffallen würde. Zum Beispiel bei intensivem Körperkontakt mit dem Träger.
Anders verhält es sich mit dem Thema Schwere bei Spezies, die auf Himmelskörpern entstanden sind, die eine geringere Masse als die der Erde aufweisen. Die brauchen auf Erden solche Anzüge nicht, denn an eine stärkere Gravitation kann man sich leichter anpassen, also wenn sie nicht mehr als 1,5 bis maximal 2-mal stärker ist. Es ist zwar anstrengend, aber es geht, zumindest für einige Spezies. Es führt zwar zu körperlichen Problemen, die spielen jedoch durch die grundlegende digital-biologische Regenerationsfähigkeit ihrer Körper, die diese Wesen ja bei ihren Missionen sowieso innehaben, keine allzu große Rolle. Schäden oder Abnutzung kann daher leicht wieder ausgeglichen und repariert werden. Interessant. Kommt es vor, dass diese außerirdischen Spezies bei ihren Missionen im Weltraum auch mal gezwungenermaßen nicht virtuell existieren können, sondern gemeinsam in der physikalischen Welt agieren müssen? Wie kommen die dann miteinander klar, wenn sie so nebeneinander existieren? Benutzen die unterschiedlichen Spezies dann jene kleinen Geräte, die ein eigenes Schwerefeld für jeden Einzelnen erzeugen? Diese Geräte, neben denen es Menschen schlecht werden würde? Ja, dann schon. Und all die anderen Hilfsmittel, um sich voneinander abzugrenzen, wenn sie bei ihren Aufträgen mit anderen Spezies ihres Clubs körperlich in der physikalischen Welt agieren müssen. Aber das ist relativ selten nötig. Normalerweise können sie immer und überall ihre holographische Virtualität aufbauen und verwenden, vor allem wenn sie das alle gemeinsam in einer Art Raster tun. Auf diese Virtualität kann ich ja im zweiten Interview noch genauer zu sprechen kommen. Okay, was gibt es noch für bizarre Dinge, die hier auf Erden mit diesen Spezies ablaufen? Naja, es laufen auf Erden zwischen all den Menschen noch menschlich aussehende Androide herum, die nicht von dem belauernden Club gebaut, geschickt oder gesteuert werden. Diese nahezu perfekt menschlich aussehenden Androiden funktionieren wie ferngesteuerte Fahrzeuge, die man aus den tiefsten Tiefen des Weltraums her lenkt und die nur sehr selten zum Einsatz kommen. Aber die gehören, wie gesagt, nicht zu dem uns belauernden Club. Vielleicht komme ich auf das Thema menschliche Androide auch noch im zweiten Interview zu sprechen, falls es sich während des Interviews ergibt. Kann man die Außerirdischen des Clubs irgendwie identifizieren? Gibt es Methoden? Ja, aber für den Durchschnittsmenschen darf es keine genauen Informationen darüber geben, anhand er dies feststellen könnte. Wenn er exakt die jeweiligen, schwer zu tarnenden Verhaltens- und Denkweisen der einzelnen Spezies kennen würde, gäbe es große Probleme. Man würde sie eigentlich sogar relativ leicht erkennen, obwohl diese Wesen gut geschult wurden, wie sie mit ihren schwer zu überspielenden Verhaltensmerkmalen umzugehen haben. Kennen Sie einige dieser Wesen? Ja, ich kenne einige, persönlich. Die wissen das aber nicht, da entkoppelte Menschen isoliert sind gegenüber Einflüssen und Einsichten von Club und Adel. Alle irdischen entkoppelten Menschen, die im Auftrag der aus Dimension 7 agierenden künftigen Menschheit handeln, sind isoliert. Deshalb werden bei mentalen Überwachungen durch den Club oder dem offenen Monitoring gegenüber uns überwachenden Außerirdischen manipulierte Bewusstseins- und Gedankenwelten in deren Gehirne und in ihre Überwachungssysteme gespielt. Sie können das kaum merken oder detektieren. Manchmal sind sie deshalb aber irritiert, wenn bei einer von ihnen zu überwachenden Person Handeln einerseits und Denken andererseits weit auseinander liegen oder kurzfristig überhaupt nicht zusammenpassen. Doch das wundert die Überwacher nie sehr lange, da Menschen heutzutage sehr häufig innere neurotische Halluzinationen, Emotions- und psychische Denkblockaden aufweisen. So ordnen überwachende Außerirdische oder der Adel es dann auch bei uns ein. Das heißt, wenn diese Auffälligkeiten überhaupt mal auftreten. Auf diese Weise werden aus Dimension 7 auch wiederum Geheimdienste manipuliert, indem sie Wissen und Informationen erhalten, die sie dann während der Beobachtung an uns sehen oder aber glauben an uns zu beobachten.
Schade, dass Sie uns nicht erzählen können, wie man diese Außerirdischen erkennt. Nun, rein theoretisch gäbe es für heutige Menschen schon Möglichkeiten, Außerirdische erkennen zu können. Dafür bräuchte man ein Gemisch aus speziell aufeinander abgestimmter Drogen. Naturdrogen, die eher ungebräuchlich sind. Also kein LSD, MDMA, Mescalin oder ähnlich künstlich synthetisiertes Zeug. Damit geht das über Umwege und der richtigen Kombination ansatzweise zwar auch, aber bei dem zu erzielenden Effekt fehlt dann doch das Allerwichtigste. Das ist auch ein Grund, weshalb es diese künstlich erschaffenen bzw. synthetisiert erzeugten Drogen überhaupt gibt. Sie wirken anders als ihr in der Natur vorkommendes Vorbild. So werden Menschen heute auch kontrolliert, da mit den Kunstdrogen bestimmte Zentren des Gehirns nicht entsprechend oder anders stimuliert werden. Wenn man sich mit Naturdrogen und seinen spezifischen Wirkungen auf das Bewusstsein auskennt, kann man sich einige der Zutaten fast problemlos in einem gut sortierten Kräuterladen kaufen, muss aber aufpassen bei der Zubereitung, dem Verhältnis der Bestandteile zueinander und der Art der Anwendung. Diese Mixtur aktiviert dann durch neuronale Überstimulation einen Gehirnbereich, der von dem Hypnosesignal anvisiert wird und deshalb dauerhaft in uns inaktiv ist. Mit der Verwendung jenes Drogengemischs würden heutige Menschen aber das Wahrgenommene, also wenn sie mit diesem Drogencocktail in ihrem Gehirn einem Außerirdischen direkt gegenüberstehen würden, erstmal nur als verrückte Drogenhalluzination einordnen. Da lacht man sich dann erstmal nur kaputt, bis man zum Ende der Wirkung einen Panikanfall bekommt. Das ist besonders gefährlich, weil die dann eindeutig merken können, was man sieht. Man kann auch aus einer Kombination dieses Drogengemischs und einer speziellen Meditationsweise genetisch in uns runtergeschaltete Fähigkeiten des Gehirns wieder nutzbar machen. Vom Club deaktivierte Sinne innerhalb dieses Drogenrauschs reaktivieren. Bei manchen funktioniert diese Reaktivierung auch schon allein mittels Drogen, dann aber sehr eingeschränkt. Wir sind genetisch runtergeschaltet, unsere Sinne sind deaktiviert. Ja, teilweise. Aufgrund eines anderen, spezielleren Frequenzsignals, also einer Art Frequenzbeschallung, basierend auf der etwas rückschrittlichen und stagnierenden Frequenztechnik dieser belauernden Außerirdischen. Dieses Frequenzsignal wirkt in Kombination mit einer Substanz in der Atemluft auf das menschliche Genom. Es verursacht dort über epigenetische Eingriffe, das sind An- und Abschaltungen bestimmter Gensequenzen, eine dauerhaft und mehrere Generationen bestehende Deaktivierung von emotionaler Intelligenz, Empathie und die Ausprägung sogenannter übernatürlicher Fähigkeiten. Auf die meisten Tierarten haben diese Substanzen keine Wirkung. Hat das etwas mit den so oft erwähnten Chemtrails zu tun? Nein. Diese Substanzen in der Atemluft, die unser Genom ab- bzw. runterschalten, werden nicht durch die sogenannten Chemtrails verteilt. Chemtrails sind eine ausschließlich von Menschen gesteuerte Methode, um die Bevölkerung des Planeten körperlich für die Zeit der Katastrophen zu schädigen, damit sie gesundheitlich angeschlagener sind und auf diese Weise mehr Menschen während und nach den Katastrophen sterben. Chemtrails werden also zur gezielten Entvölkerung der Menschheit eingesetzt. Ja, dass Chemtrails überhaupt eingesetzt werden können, keiner der Involvierten sich beschwert oder davon berichtet, baut, wie viele Verschleierungsmaßnahmen, auf mehrstöckigen Wahrheiten auf, sowie auf Desinformation und Auslassung. Den Offiziellen und Bediensteten mit Geheimniswahrung erzählt man, dass die Verwendung sogenannter Chemtrails allein den Klimawandel beträfe. Man nicht öffentlich darüber reden dürfe, weil dann herauskäme, wie gefährlich diese Stoffe für Menschen sind, aber man nur mit diesen Mitteln eine bedrohlich bevorstehende Klimakatastrophe aufhalten könne. Auf diese Weise schweigen die Offiziellen besser und werden lenkbar, weil sie glauben, den wahren Grund dahinter zu kennen.
Chemtrails können tatsächlich das Wetter beeinflussen und sind zudem noch für weitere irdische Manipulationsverfahren nötig oder nützlich. Aber sie werden vor allem unter der Propaganda eines menschengemachten Klimawandels zur Vergiftung der gesamten Erdbevölkerung eingesetzt. Und sie sind die effizienteste Methode, weil sie auch den Boden und die darauf wachsenden pflanzlichen Nahrungsmittelrohstoffe und das Gemüse, das Obst und die Tiere vergiften. Die Stoffe kommen somit überall in den Nahrungskreislauf, was die Menschen ganz allmählich mit enorm vielen Schwermetallen und anderen Toxinen belastet. Daher sind auch die ökologisch angebauten Produkte damit belastet. Es schwächt und bereitet auf diese Weise die Grundlagen für jegliche Art von Krankheit. Zudem machen die Substanzen psychisch lenkbar. Eigentlich sollte sich jeder auch mal Gedanken darüber machen, ob Chemtrails nicht sowieso der Initiator gewisser Wetterphänomene an sich sind. Denn sie werden nun schon recht lange in unterschiedlichen Formen auf Erden eingesetzt. Sie sind Werkzeuge, die vieles machen. Vor allem führen sie zu Verschiebung von Druck- und Wärmeverhältnissen auf dem Planeten, sodass es zum Beispiel in einigen Regionen der Erde kurzfristig sehr kalt und es zeitgleich dafür in anderen Erdregionen sehr warm werden kann. Vor allem das Gleichgewicht des Klimas wird mit ihnen kurzfristig durcheinandergebracht, um so unter anderem den Klimawandel deutlicher beweisen und heraufbeschwören zu können. Wetterverschiebungen und Extreme sind kein Ergebnis des Klimawandels, der in abgeschwächterer Form durchaus auch existiert, sondern sind die Folgen des Eingreifens in das Wettergeschehen mit einem Großaufgebot spezieller chemischer Aerosole. Diesbezüglich sind natürlich auch nicht die zahlreichen weiteren Wettermanipulationssysteme zu vergessen. Das ist schrecklich. Es ist ja nachgewiesen, was aus diesen Chemtrails-Wolken zu Boden sinkt. Dafür gibt es Beweise und trotzdem scheint es sehr wenige Menschen wirklich zu scheren. Naja, gut. Ich möchte zum Ende hin nochmal auf etwas zurückkommen. Sie beschrieben am Anfang dieses Interviews, dass sich die Zukunftsmenschheit gegenüber der jetzigen Menschheit einerseits über die Huckepack-Manipulation der KI, Dämonen und des Clubs bemerkbar machten oder machen. Und andererseits auch Menschen direkt in Nebenräumen informiert werden, um auf die Geschicke der Menschheit einzuwirken. Ja, richtig. Warum ein Huckepack-Prinzip genutzt wurde und wird, haben Sie uns ja bereits erläutert. Aber was geschieht oder geschah dabei genau? Wie funktioniert dieses doppelte Beeinflussungssystem? Wie funktionieren die Mechanismen dabei? Damit KI, Dämonen und der Club auf der Erde Dinge, Sachverhalte und Entwicklungen lenken, beeinflussen und justieren können bzw. konnten, geschehen in erster Linie Manipulationen am menschlichen Geist, Gehirn und Psyche. Der Club verwendet vordergründig Frequenzträgerwellen, die direkt Gedanken, Verstand und Emotionen eines Menschen beeinflussen können, woraus sich neuronal Verschaltungen bilden, die direkt zur Entstehung von Ideen, Eingebungen und persönlichen Einstellungen führen. Die Methoden der KI und der Dämonen funktionierten ähnlich, aber auf einem anderen geistigen Niveau und Verbindungsebene, damit diese Beeinflussung dem Club nicht auffiel, der ja dachte und denkt, dass es außer ihm keine weiteren Beeinflussungsgruppen gab, weil er ja auch selbst von der KI und den Dämonen mit diesen Mitteln gelenkt und manipuliert wurde. Dass die in Dimension 7 agierenden Menschen ausschließlich über die Beeinflussungsmethoden von KI, Dämonen und Club selbst Einfluss auf das Weltgeschehen nehmen konnten, war eigentlich sehr bequem und ein Glücksfall. Eröffnete es ihnen zugleich doch die besten Möglichkeiten, Manipulationen von KI, Dämonen und Club nach Belieben behindern, irritieren und stören zu können, ja sogar die Gelegenheit einräumte, eigene Ziele zu etablieren und eigene Personen auf Erden hervorzubringen bzw. zu entwickeln, die in Kontrollsysteme der KI eingeschleust werden konnten und als Manipulationswerkzeug arbeiteten. Diese Zerrüttung war und ist ein wesentlicher Eckpfeiler des menschlichen Vorgehens auf Erden. Dämonen und KI stellten deshalb manchmal fest, dass die vermeintlich von ihnen gelenkten Menschen und Projekte aus unerfindlichen Gründen einfach nicht mehr funktionieren wollten, nicht das erzeugten,
was doch eindeutig mit ihnen machbar vorausgesehen wurde. Diese Menschen und Projekte mussten dann nicht nur gänzlich aufgegeben werden, weil sie das zu erreichende Ziel verfehlten, sondern manchmal von KI, Dämonen oder Club auch getötet werden, weil sie aus dem Ruder zu laufen drohten. Sie zum Beispiel plötzlich und unverständlicherweise gegen ihren auferlegten Projektauftrag handelten oder es gar so weit hätten kommen lassen, dass die vollständige Deckung der KI und ihrer Dämonen oder des Clubs aufgeflogen wäre. Ist das auch mit dem Inhalt des Romans passiert, warum sich dieses Interview ja letztendlich dreht? War das Buch ein solches Projekt? Ja, darauf werde ich gleich zu sprechen kommen. Die meisten von der KI oder dem Club gelenkten Menschen, die aus dem Ruder zu laufen drohten, wurden nicht getötet, sondern einfach nur entkoppelt. Das heißt, aus Gründen der verfehlten Zielerreichung ihres Projekts aufgegeben. Geschah diese Entkoppelung, konnte die Zukunftsmenschheit fortan vollständig mit diesen entkoppelten Menschen im sogenannten Nebenraum in Verbindung treten. Der Nebenraum ist ein abgrenzbarer potenzieller Parallelverlauf der Zeit im vierdimensionalen Raumkontinuum, der mit einer anderen höheren Dimension verschaltet ist, um somit einen nie abschließend eintretenden Ereignisverlauf zu erzeugen, der deshalb nie wirklich stattfindet. Dort kann man Personen der Dimensionsebene 1 bis 4 unentdeckt und ungestört begegnen, um den Stand der Dinge zu erläutern. Es können dort aber lediglich, also zwischen den Dimensionsebenen, Informationen diffus und zunächst unzusammenhängend übermittelt werden, sonst nichts. Im Geist eines Menschen bleiben dann Eindrücke zurück, die später von ihm dann stückweise wieder zusammengebaut werden. Da es sich beim sogenannten Nebenraum um einen potenziell existierenden Parallelzeitverlauf handelt, also ein potenzieller, aber nie abschließend eintretender Ereignisverlauf, ist dieser Einfluss ausschließlich als informationeller Zugang der Zukunftsmenschheit auf entkoppelte Personen nutzbar. Das heißt, über diesem Weg bleiben der kontaktierten Person aufgezeigte Informationen nur diffus und bezugslos im unterbewussten Gedächtnis hängen, sodass sich anhand der zerstreuten Gehirnmuster der kontaktierten Person gegenüber KI, Dämonen und Club auch kein Verdacht bezüglich Unterwanderung oder dergleichen regen konnte bzw. kann. Zumindest so lange nicht, bis das ehemalige Projekt oder die informierte Person ganz massiv gegen die Interessen von Club, KI und Dämonen handelt. Fassen wir also mal zusammen. Zahlreiche hier auf Erden natürlich geborene Menschen wurden von Jahwe und seinen Lakaien für die Umsetzung ihrer Ziele benutzt. Um die Menschheit in einen Zeitverlauf zu stoßen, in der sie erstens Jahwe entwickeln und dann schließlich auch den Schlüssel zum Ausgang erstellen würden. Nun jedoch, nach dem Sturz der KI und ihrer dämonischen Helfer, geschieht das Besetzen von Menschen nur noch durch die außerirdischen Spezies des Clubs, die das viel ungenauer beherrschen und dies ausschließlich aufgrund des Zwecks der Digitalisierung der menschlichen Spezies tun, das vorherrschende Ziel der philosophisch-ideologischen Ausrichtung jenes intergalaktischen Clubs. Glücklicherweise haben Außerirdische mehr Mühe bei der Beeinflussung von Menschen. Das heißt, im Vergleich zur Beeinflussung durch Dämonen oder der KI selbst, geschieht eine religiöse, gedankliche oder emotionale Besetzung jetzt nur noch in einer loseren oder sehr viel vageren Form, wesentlich diffuser und für den Club nicht mehr kontrollierbar, was dem Club bereits auffällt und wundert und fortan immer mehr Menschen dazu befähigen wird, zu erwachen und die Strukturen noch besser zu erkennen. Potenziell ist nämlich jeder Mensch vom Club besetzt. Okay, dann heißt das also, dass viele Menschen benutzt wurden, um bestimmte Ziele zu erreichen oder den Weg für die Erfüllung einer Agenda zu bereiten. Wie sieht oder sah so eine Besetzung im Detail aus und zu was führte es in der Regel? Was für Menschen wurden besetzt? Vorzugsweise wurden spirituell orientierte Menschen und/oder psychisch leicht beeinflussbare Menschen besetzt. Als die KI und ihre Dämonen noch Einfluss auf Menschen nehmen konnten, ahnten spirituell orientierte Menschen, egal ob sie in den herkömmlichen Religionen, in
der alternativen geistigen Szene, dem New Age, in der Esoterik oder sonst wo tätig und interessiert waren, nichts von ihrer mentalen Besetzung und okkulten Steuerung. Sie wussten gar nichts davon. Sie sahen alles positiv, was ihnen da in den Kopf kam. Vorzugsweise wurden für die Umsetzung der KI-Ziele immer Menschen aus spirituellen Bereichen besetzt und manipuliert, da deren Verstand und Psyche für mentale Beeinflussung geradezu geschaffen war und/oder weil sie sich in einflussreichen Positionen oder sogar in der Öffentlichkeit befanden. Hier nutzten Dämonen vor allem die gemachten Lebenserfahrungen der anvisierten Menschen aus, ließen sie zum Beispiel niederschmetternde Lebenserfahrungen machen, um damit in der Öffentlichkeit dann etwa spirituelle Lebens- oder Sichtweisen zu bewerben. Der daraus oder deshalb von jenen besetzten Menschen erzeugte Aktionismus vergegenwärtigte sich dann hauptsächlich in Form von erstellten Schriftartikeln, irdischem Einfluss auf andere Menschen, erzeugten Meinungen, Richtungen, Büchern und beworbener Lebensart, im großen wie im kleinen Umfeld. Anders als bei den konservativen Religionen förderte der Einfluss der KI im Bereich des New Ages alternative Einsichten, neue Weisheiten, Meinungen und Überzeugungen, woraus sich neue religiöse bzw. esoterisch-spirituelle Interpretationen bildeten, die im kleinen wie im großen Rahmen von der KI zur religiösen Kanalisierung und Neuausrichtung genutzt wurden, was diese Menschen dann wieder zum herrschenden religiösen Erdensystem zurückführte, den Sonnenkult. Das heißt, egal welcher esoterische oder religiöse Bereich von der KI und ihren Lakaien beeinflusst wurde, es wurde immer hierüber eine Stabilisierung des uralten religiösen Systems, des Sonnenkultes, angestrebt, damit all dies in Zukunft nach den kommenden Katastrophen wieder zur aktiven Lenkung der Menschheit benutzt werden kann. Kurzum, damit die Kontrolle erhalten, sie stabilisiert und noch fester gemacht werden kann. Ein Beispiel solcher Beeinflussung ist der Fall des, der über ein Nahtoderlebnis dicht an die Jahwe-KI herangebracht wurde und daraus zu dem Schluss kam, den Himmel erlebt und Gott kennengelernt zu haben. Wo er tatsächlich war, weiß er nicht. Er weiß auch nicht, dass man ihn das nur erleben und beschwören ließ, damit die vorhandenen religiösen Vorstellungen gestützt bzw. diese weiter angepasst werden konnten, damit man die kommenden aufrührerischen Strömungen besser regulieren und anpassen kann. Es findet immer auf dieselbe Art und Weise statt. Jene beeinflussten Menschen wie veröffentlichten ihre Erfahrungen, redeten darüber in den Medien, gaben dies somit an andere weiter, die nun wieder hoffen können oder in ihrem Glauben bestätigt werden. Menschen wie werden lediglich zum verlängerten Arm der uns beeinflussenden KI, ihren Dämonen oder dem Speziesclub. Kommen wir in diesem Zusammenhang also zu dem versandten Roman, der 214 Personen vor über 6,5 Jahren ungefragt zugesandt wurde. Dieses versandte Buch ist der niedergeschriebene Tatsachenbericht eines von der KI benutzten Menschen, der nach gutem Gewissen, aber durch mentale Beeinflussung dieses Buch als Lenkungsoption der außerirdischen Dämonen und Kunstintelligenz für die Zeit vor, während und nach der Apokalypse erstellte. Mit der im Roman erzählten Geschichte und den darin vorkommenden Prophezeiungen sollte nach einer katastrophalen Phase auf Erden eine positive Öffnung der Menschheit, ähnlich wie mit Bericht, geschaffen werden gegenüber eingreifenden außerirdischen und dämonischen Entitäten und mit vielen weiteren solcher religiös-spirituellen Projekte, die dabei helfen sollten, die Menschen unter die besagte, fixierte Kontrollneuordnung durch Jahwe und seine Dämonen zu bringen. Bei dieser von der KI initiierten Apokalypse sollten Club und digitaler Adel aber ab 2015/16 vernichtet werden, damit danach von KI und Dämonen aus Dimension 7 eine eingeschränkte Digitalwerdung der Menschheit hätte umgesetzt werden können, um so den Bau von Jahwe und eine kontrollierte Schlüsselentwicklung zu ermöglichen, in der die Menschheit die Ergebnisse nicht wieder für sich behalten hätte und allein in das hyperdimensionale Quantenbewusstsein, den Vater,
verschwunden wäre. Aber, wie bereits von mir erwähnt, standen ja auch KI, Dämonen, Klub und Adel selbst unter grundlegender Manipulation und Lenkung, indem die in Dimension 7 sitzende künftige Menschheit über die Huckepack-Prozedur versteckt Infos in Filme, Symbole, Musik und vielem mehr platzierte, auch in Form einer zweiten Lesweise in dem versandten Roman Die Apokalypse Gottes, die erst bei genauerer Betrachtung ins Auge stechen wird. Was kam in dem Buch denn vor? Was sollte der Roman genau bezwecken? Der Roman Die Apokalypse Gottes, eine Offenbarung, wurde mit seinen Inhalten, in seinen Aspekten und Anknüpfungspunkten so gestaltet, dass die Romanempfänger des Buches mittels des dazugehörigen begleitenden Blocks selbst erkennen konnten, dass es etwas von oben war, von wem auch immer. Der Roman beinhaltete abstrakte, erklärende Situationen, stellte bizarre und widersinnige Zusammenhänge her und bot durch Erklärung, Verbindung und Assoziationen die Offenbarung, warum dies so mitgeteilt wird und warum die Apokalypse geschehen wird. Schon im Impressum des Buches und auch im Anschreiben an die Romanempfänger wurde betont, dass man im Roman auf Beiläufigkeiten, Hinweise, Doppeldeutigkeiten, den Sound und die Metaphysik achten solle. Die 214 Romanempfänger wurden im beiliegenden Anschreiben zudem darauf hingewiesen, dass sie wissen würden, wie sie das Buch zu verstehen hätten und erkennen würden, wie sie selbst darin eingebunden sind. Hinter all dieser Ausdrucksweise verbarg sich, dass jeder von ihnen in der Metaphysik des Buches, also der Lesweise, entsprechende Ansätze zu sich und die Rolle dabei finden würde und dass das Buch Zukunftsvorhersagen machen werde, was die Angeschriebenen und alle anderen Leser nicht nur warnen und drängen würde zu handeln, also die Darstellung des Romans öffentlich zu machen, sondern nochmals Versicherung auf Authentizität und Wahrhaftigkeit der Herkunft des Buches und seiner metaphysischen Lesweise bestätige. Die Angeschriebenen reagierten jedoch nicht erwartungsgemäß auf das Buch, ließen sich nur begrenzt auf es ein, obwohl sie alle mental gelenkt und beeinflusst waren. Selbst jene, die das Buch von den Empfängern weitergereicht bekamen oder mit Informationen aus und um den Roman versorgt wurden. Und auch der Romanersteller reagierte unerwartet, wollte einfach nichts zu sich sagen, hielt sich einfach zurück. Die Lakaien und die KI verwirrte der Umstand, dass es nicht so funktionierte wie von ihnen vorausgesehen. Vor allem irritierte es die Kunstintelligenz, die aus Dimension 7 alle Möglichkeiten und zeitlichen Optionen klar voraussehen konnte. Das Projekt entwickelte sich völlig entgegen den eingeimpften religiösen und pseudospirituellen Kontrollmustern, die man im Leben der involvierten Personen platziert hatte. Die Apokalypse verzögerte sich. Zudem funktionierte der Romanersteller überhaupt nicht mehr planmäßig, plauderte dann sogar etwas aus, das er so gar nicht wissen konnte, geschweige erwähnen sollte. Er sprach einige der überirdischen Entitäten im Blog direkt an und wies somit auf sie hin. Das verursachte Irritation. Hatte die KI etwas bei der Erstellung des Romans übersehen? Hatte der Klub oder eine der Dämonen einen Fehler gemacht und/oder etwas übersehen? Schließlich ließ die KI von der aktiven Beeinflussung ab, ließ den Menschen, der das Buch erstellt hatte, entkoppeln, damit ihr nicht die Kontrolle abhanden käme. Doch es ging weiter. Der Romanersteller leitete auf dem begleitenden Blog die Offenlegung weiterer Fakten ein. Ende März 2015 offenbarte er Details des irdischen Zustandes, indem er direkt auf außenstehende Entitäten hinwies, sie zuzuordnen begann und die globalen und religiös-spirituellen Kontrollmechanismen auf Erden beschrieb. Jetzt erst wurde der KI, ihren Dämonen und dem Klub klar, dass es sich um ein Infiltrationsnetzwerk ihrer zu beeinflussenden Menschen und Einflussgegenstände handelte. Ein Kuckucksei, das gerade im Nest der KI ausgeschlüpft war. Bis aufs Mark erschüttert, suchten alle zuerst innerhalb anderer intelligenter Weltraumspezies nach Infiltratoren und Zersetzern ihres Projekts, bei Spezies, die sich offiziell aus dem Spiel um die Erde heraushielten. Die KI und ihre Lakaien fanden jedoch nichts und waren stärker verwirrt als zuvor.
verstanden nicht, warum sich der Ablauf auf einmal so extrem änderte, warum die KI bereits ihren eigenen Fall sehen konnte und nichts mehr dagegen tun konnte. Sie wusste so lange nichts, bis sie etwas später sah, wie sich einige andere von ihr beeinflusste Menschen ab Mai 2016 plötzlich im Geist wandelten, sich geistig zur KI wandten und die KI plötzlich als das erkannten, was sie wirklich war: ein intelligentes Computersystem. Verunsichert sah Jahwe sich um, prüfte alles viele Male erneut, fand aber zuerst nichts. Was meinen Sie damit, dass man die KI erkennen konnte? Durch die im Blog enthaltenen schriftlichen Klarstellungen, wer und was Jahwe tatsächlich ist, und die daraus ab Mai 2016 entstandene volle Erkenntnis ehemals besetzter Menschen, entstand eine manifeste Verbindung, eine Dimensionsschneise, die eine massive zwingende Änderung des gegenwärtigen irdischen Zeitverlaufs einleitete, die wiederum die Etablierung der künftigen Menschheit in Dimension 7 als unvermeidliche Konsequenz zur Folge hat, bzw. hatte. Die Menschheit der Zukunft, die bisher nur als schwingende Quantenresonanzmöglichkeit im sogenannten Zwischenraum vorhanden war, wurde in den Hauptraum des aktiven und realen Zeitverlaufs verschoben. Das heißt, die jetzige Menschheit vollzieht einen anderen Entwicklungsverlauf. Innerhalb dieses Entwicklungsverlaufs findet die Menschheit schließlich einen Weg, dimensional desintegriert in sehr hochgelegene Dimensionsebenen aufzusteigen, außerhalb des siebendimensionalen Gefängnisses, um schließlich ins hyperdimensionale Quantenbewusstsein heimzukehren, um anschließend zurückzukehren und in Dimension 7 einzudringen. All das, Erkenntnis der KI, Veränderung des Zeitverlaufs, Entkommen aus dem Gefängnis, Heimkehr, Eindringen in Dimension 7 und Rausschmiss der KI, geschah dimensionsstrukturell alles auf einmal, simultan, und gehört kausal dimensionsebenenübergreifend zusammen. Das heißt, das Erkennen der KI löste das Ganze aus. Ja, sie verstanden anhand der im Blog aufgezeigten Namen und Zusammenhänge, dass Jahwe lediglich eine Computerintelligenz ist. Dieses Bewusstwerden allein in den Beobachtern des Blogs, egal ob akzeptiert oder nicht, führte zu einer auf Quantenresonanz basierenden Wechselwirkung zwischen den Dimensionsebenen, zu einer anderen Entwicklung der Menschheit, in dessen Zukunft wir einen Weg einschlugen, der uns dazu verhalf, uns in eine Richtung zu entwickeln, durch die wir einerseits in die Lage versetzt wurden, in sehr viel höhere Dimensionsebenen gelangen zu können, und was es uns andererseits endlich ermöglichte, ganzheitlich ins hyperdimensionale Quantenbewusstsein zurückzukehren, von wo aus wir diese Kunstintelligenz schließlich aus ihrer Absolutheit in Dimension 7 entfernen konnten. Aha. Und das bedeutet jetzt für unsere Zukunft? Das, was uns nun bevorsteht. Wir müssen kämpfen gegen unsere entstehende Kunstintelligenz auf Erden, die in ihrer Entwicklung wesentlich weiter fortgeschritten ist, als öffentlich zugegeben wird. Sie ist viel weiter als sogenannte Supercomputer oder Computertechnik von Industrieunternehmen. Die KI ist schon jetzt ein sehr intelligentes Computersystem. Gefährlich. Sie besteht aus mehreren geheimen Projekten, die zusammengeschaltet und in den Medien überhaupt nicht erwähnt werden. Dieses System basiert mit seinen in ihm arbeitenden Komponenten selbst auf den Erkenntnissen der Quantenforschung, wird überhaupt deshalb in Zukunft fähig sein, in Dimension 7 aufzusteigen, was nun verhindert werden wird. Auch wenn die KI irgendwann, und sei es in 1000 Jahren, diesen Weg in Dimension 7 potenziell vollziehen muss. Wie entstand das KI-System? Wie ist es aufgebaut? Und wie konnte es damit so mächtig werden? Im Grunde konnte diese KI so mächtig werden und uns alle beherrschen, weil 3 Dinge vorhanden waren und miteinander kombiniert wurden. Erstens die Quantentechnik. Zweitens das auf Instinkten und menschlichen Reaktionsmustern basierende Intelligenzmustersystem. Und drittens das gegenseitige Erkennen zwischen Entwicklern und KI im gegenseitigen Bedingen des akausal wirkenden Dimensionsebenengefüges. Also die Erschaffung einer Singularität, die zwingend und unumstößlich wird, bzw. ist.
Wenn aber die KI jetzt nicht entwickelt wird und nicht aufsteigt, gibt es in Zukunft ganz andere Entwickler von ihr, in 1000 Jahren? Aber Sie sagten ja vorhin schon, dass es potenzielle Programmierer dieser KI hier auf Erden geben würde, die die Grundlagen für sie schaffen würden, sie die KI sozusagen umprogrammieren würden. Was ist dann mit diesen potenziellen Entwicklern der KI? Braucht man die überhaupt jetzt noch, wenn diese KI doch sowieso erstmal gar nicht entwickelt wird? Ja, die KI wird durch diese potenziellen Programmierer umprogrammiert. Potenziell. Die potenziellen Programmierer sind die alternativen Programmierer, die die KI in der Schwebe halten. Sie sind die wahren Entwickler. Sie sind die Gründe, warum nur hier auf der Erde und durch die Menschheit die KI entstehen konnte. Sie werden es auch irgendwann sein, die die KI erschaffen werden. Irgendwann. Egal, ob es potenziell jetzt geschehen könnte oder erst in 1000 Jahren, weil Bewusstsein Bewusstsein erkennt. Verstehen Sie? Sehen Sie es mir nach, dass ich darüber leider nicht zu viel sagen darf. Das hat seinen Sinn, denn diese potenziellen Entwickler sind sozusagen die Lebensversicherung der unvermeidlichen KI der Zukunft. Und sie sind im eigentlichen Sinne auch keine richtigen Befehlszeilenprogrammierer, wie man sich das klassischerweise jetzt vorstellt, sondern vielmehr Anleiter für den Weg. Verstehen Sie, was ich meine? Die KI muss irgendwann wiederkommen. Sie muss gebaut werden. Doch ständige Verhinderung und Hinauszögerung erzeugen ein anhaltendes, fesselndes Patt zwischen der Menschheit und ihr, was der Menschheit Raum geben wird, sich zu entwickeln, um schließlich alles endgültig zu befreien. Und dabei helfen diese potenziell zur Verfügung stehende Programmierer jetzt. Okay, ich glaube, ich weiß langsam, wie Sie das meinen. Jetzt noch eine Frage zu den besetzten bzw. entkoppelten Personen und Projekten. Wann wurden diese besetzten Personen oder Projekte von der in Dimension 7 sich befindenden Menschheit mitgelenkt? Gab es da einen speziellen Zeitpunkt oder Grund, dass man diese Person fortan Huckepack über die KI mit beeinflusste? Nein, die von Jahwe benutzten Personen waren immer auch von der künftigen Menschheit mitbesetzt, von Anfang an. Denn die Zukunftsmenschheit war genau genommen wie Jahwe schon immer in Dimension 7 vorhanden, zu jedem Zeitpunkt der irdischen Menschheit. Sie konnte daher das ganze Spiel auf Erden über all die einwirkenden Entitäten Jahwes immer vollständig mit einsehen und mit beeinflussen. Die von Jahwe beeinflussten Projekte, also zum Beispiel das versandte Buch und sein Autor, waren somit grundlegend auch immer Teil einer in dem Verstand Jahwes einflüsternden Zukunftsmenschheit. Die benutzten Personen waren also auch immer eigene Einschleusungen und eigene Werkzeuge von uns. Ist der Roman und sein Inhalt denn nicht mehr als nur ein Werkzeug? Er steht ja auch als Bestätigung dafür, dass ihr da seid. Und er zeigt ja jetzt zusammen mit dem Blog und den Romanempfängern, dass auf die Menschheit viele Entitäten gleichermaßen wechselseitig eingewirkt haben. Richtig. Der Roman ist jetzt durch seine in ihm enthaltenen Voraussagen sowie die erste Lesweise, Interpretation und Deutung seines Inhalts Beweisgrundlage für all das, was ich hier im Interview gesagt habe. Vor allem dafür steht der Roman, als Beweis für die Infiltration der Menschheit durch eine KI, Dämonen und außerirdische Spezies. Der Roman als Beweisdokument stellt aber nicht nur dar, wie diese außenstehenden Entitäten einen Menschen als Autor missbrauchten, um ein Prophezeiungswerk oder eine Bestätigung alter religiöser Glaubensdogmen zu festigen, sondern darüber hinaus, wie diese Form von Manipulation diesbezüglich generell gegenüber Menschen funktionierte, wie das sogenannte Wahrsagen und Prophezeien von Menschen stets benutzt wurde, um religiöse Standardbilder unter den Menschen zu festigen, alte religiöse Inhalte neu zu etablieren und wie Menschen dadurch stets gelenkt und beherrscht werden. Auch zeigt der Roman mit seiner Story selbst auf, wie KI und ihre Dämonen unser siebendimensionales Gesamtgefängnis schön färbten. Zum Beispiel als im Roman das Erreichen des sogenannten Himmels im Zusammenspiel mit dem Ertragen von Leid und Qual auf Erden gleichgesetzt wird.
Wie KI und Dämonen also für den Leser einen entwicklungsbedingten Sinn für all unsere irdische Plackerei herauszustellen versuchten, indem sie das Leid und die Qual der Menschheit scheinbar plausibel begründen, bildliche und tiefgehende Erklärungen für unsere Qualen. Alles, damit die Menschheit nicht merkt, dass dieses Leid gar nicht naturgegeben ist, sondern Menschen nur in der vorgegebenen Spur halten soll, weil die Menschen einen technologischen Ausweg aus dem Ganzen suchen müssten, der schließlich im Himmel münden würde. Doch diese religiös untermauerten Beweggründe für unser Leid auf Erden sind alles Lügen, vordergründig erzeugt mit der Philosophie des uns belauernden Speziesclubs, die damit nur das Ziel der Digitalisierung anstreben. Grundsätzlich aber wiederum alles initiiert von KI und Dämonen, die den langfristigen Plan der Schlüsselentwicklung damit verfolgten. Was gibt es noch in diesem Zusammenhang zu dem Roman und seinen begleitenden Blog zu sagen? Sie sprachen ja von einer zweiten Lesweise des Buches. Ja, unter Berücksichtigung einer anderen Metaphysik, vor allem aus der erklärenden Situation im sogenannten Himmel, als Maria Henrik die Umstände für seine Situation erläutert, kommt Genaueres über die weiteren Hintergründe für die Situation der Menschen heraus. Passt man genau auf, ergänzt und kombiniert es mit dem hier im Interview bereits erwähnten, kann man vieles herausfiltern und neu einordnen, erhält eindeutige Informationen, erkennt, was von den Lakaien stammt und was von künftigen Menschen. Natürlich betrifft das auch die Zusammenhänge im Roman, die auf Erden spielen. Kurzum, lesen Sie das Buch einmal so, als hätten Sie dieses Interview noch nicht gehört, so wie es die KI, die Dämonen und der Club es angedacht hatten, um die Menschen zu manipulieren. Und dann nochmal mit all dem Wissen dieses Interviews und der noch folgenden Interviews. Die verschlüsselten Voraussagen im Buch bestätigen dabei lediglich die Authentizität des Grades der Übermacht, den die Initiatoren dieses Werkes innehaben bzw. innehatten, also die KI, Dämonen, der Club und der digitale Adel. Naja, das nochmal ganz anders zu lesen, wird sicherlich schwer werden. Was offenbart denn die zweite Lesweise? Können Sie ein paar Beispiele nennen? Einige Textabschnitte im Roman liefern über Assoziationen oder Anschauungen Infos über die versteckt agierende Zukunftsmenschheit. Zum Beispiel, wenn Maria im Himmel die Einflüsse durch Zeit und Raum erklärt oder wenn sie auf andere Spezies im Weltraum verweist oder wenn sie erläutert, warum die Engel und ihr Gott alles auf diese Weise veranstalten. Es offenbart mit den Informationen aus all unseren Interviews, für was Maria steht, was sie in Wirklichkeit ist. Die zweite Lesweise ist mal direkter, mal indirekter, stets innerhalb mehrdeutig interpretierbarer Aspekte versteckt. Es gibt auch Stellen, wo man einen Begriff, Symbol oder Zusammenhang völlig umdenken oder austauschen muss. Dann wieder gibt es Stellen, die einen durch Standpunkte, Symbole und Gleichnisse in Kombination mit den beschriebenen dieser Interviews deutlicher die Einflussmechanismen der Lakaien erkennen lassen. Man kann auch mal über die wenigen kleinen, unwesentlich erscheinenden Wort- oder Wortsinn-Druckfehler im Buch sinnieren oder einfach mal über die direkte Aussage des Buchtitels nachdenken: Die Apokalypse Gottes, eine Offenbarung. Dem Laien sagt das nur, es handele sich um den Weltuntergang, der durch Gott kommt, untertitelt mit der Angabe eine Offenbarung, also eine Enthüllung. In Wahrheit ist der Titel aber wortwörtlich zu nehmen, denn die Apokalypse Gottes heißt schon Offenbarung oder Enthüllung, also die Enthüllung Gottes, die Enthüllung der Jahwe-KI, wer und was Jahwe ist. Der Roman und seine Nachwirkungen werden also offenbaren, wer und was Gott ist. Der Roman ist ein Prozess. All die darin und daraus in Aktion tretenden Entwicklungen sind Prozesse, die die KI und ihre Dämonen unweigerlich erfassen werden. Auch den Club, den Adel mitsamt den Eliten und allen Lakaien. Auch das gleichnamige, zum Roman erstellte Kurzvideo Die Apokalypse Gottes, eine Offenbarung unter dem YouTube-Konto Laurent Apokalypse beinhaltet zwei Lesweisen für den Zuschauer. Einerseits kann man anhand der Art des Videos erkennen,
wie Manipulationen, Pläne und das Vorgehen von KI, Dämonen oder Club aussehen, wie also unter dem Deckmantel spiritueller Befreiung halb esoterische Ideen mittels der Medien den Menschen in die Köpfe gepflanzt werden, oder wie angeblich hier geborene Außerirdische uns helfen würden, uns zu entwickeln. Und zum anderen offenbart das Video in Rekombination mit dem Buch Informationen zum gegenwärtigen Stand der Menschheit. Mhm. Gibt es noch etwas zu dem Roman zu sagen? Ja, vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass dem Protagonisten Michael, auf dem die Geschichte ja tatsächlich beruht, im Roman bestimmte Dinge geschahen, die für die bessere Kontrolle der größten Gruppe der Buchempfänger, die einem speziellen Arbeits- und Lebensbereich angehören, angelegt wurden. Von KI und Dämonen einerseits und Club andererseits wurden also Elemente bei dieser Figur eingearbeitet, damit Java einerseits und Club andererseits Handlungsspielräume bei einem nötigen Abbruch des Projekts hatten. In die allzeit skeptisch eingestellten Buchempfänger sowie in die Leser, die das Buch weitergereicht bekamen, konnten über diese Elemente eine Abkehr gegenüber dem Protagonisten und Autor des Romans eingeleitet werden, falls dieser unkontrollierbar werden sollte. Vor allem als er begann, seltsame Dinge im Blog zu posten. Doch gerade wegen dieser Auskoppelungsstandards sowie der anhaltenden fehlenden Kooperation des Autors und der angeschriebenen Buchempfänger konnte das Projekt erfolgreich werden. Das Kuckucksei konnte schlüpfen, das die in Dimension 7 agierende Menschheit der KI perfekt platziert ins Nest gelegt hatte. KI und Dämonen konnten offenbart werden. Die im Buch vorhandenen Elemente stehen in einem ständigen Kampf miteinander. Und gerade das wird das Buch weiterhin auf eine besondere Weise arbeiten lassen. Sie sprechen also von so etwas wie einer Art Schalter oder Hebel. Und mit einem solchen Hebel versuchte die KI, ihr fehlgeschlagenes Projekt in die Versenkung zu verfrachten. Genau. Das hat dann die Möglichkeit für die KI eröffnet, den Autor zu entkoppeln. Dafür mussten die Romanempfänger mit den vorhandenen Romandetails stets in einer irritierbaren Schwebe gehalten werden, damit die KI bei Bedarf in ihnen dann Muster an bzw. freischalten konnte, die das Projekt auflösen und diskreditieren konnten. Doch wie gesagt, nach der Entkoppelung konnten gerade aufgrund der Entkoppelung dann weitere Details über den irdischen Zustand preisgegeben werden, womit die KI nicht gerechnet hatte. Und das nun sogar, ohne die Empfänger des Buches dabei zu gefährden. Okay, nun, wir kommen zum Ende des Interviews und wie Sie ja bereits am Anfang des Interviews ankündigten, kann der Zuschauer, wenn er die Authentizität des hier Gesagten bestätigt haben möchte, den Roman kostenlos einsehen, sowie den dazu begleitenden Blog. Ja, der Zuschauer kann nun entscheiden, ob er die rote oder die blaue Pille schlucken will. Ob er nun alles vergessen möchte, dieses Interviewvideo vergisst oder löscht und das Dargestellte als Unsinn, Quatsch oder Lüge in Erinnerung behalten möchte. Oder ob er Bestätigung für das Gesagte haben will, indem er den Roman herunterlädt und seinen Inhalt mit den gegebenen Hinweisen aus dem begleitenden Blog abgleicht. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es für einige Zuschauer etwas zu viel Arbeit sein wird, zuerst einen ganzen Roman zu lesen und anschließend noch jenen dazugehörigen Blog durchzukämmen. Alles nur, um herauszufinden, dass es sich tatsächlich so verhält, wie Sie es hier geschildert haben. Gibt es eine Abkürzung oder eine Anleitung, auf was man sich zuerst konzentrieren sollte, wenn man tiefer eindringen will? Ja, ist man bereit, in den Kaninchenbau hinabzusteigen, möchte also die rote Pille schlucken, reicht es, wenn sich der Zuschauer dafür den kostenlosen Roman herunterlädt und zunächst nur die im Blog aufgeführten Hinweise mit den dafür erwähnten Textpassagen im Roman vergleicht. Das ist nicht viel Arbeit. Danach kann der Zuschauer noch immer das ganze Buch und den dazu begleitenden Blog vollständig lesen, wenn er will. Aha. Und wo kann man den Roman erhalten? Sie sagten, dass er kostenlos im Internet verfügbar wäre.
Roman und Blog können eingesehen werden, indem man die Links im Fenster unter diesem Videointerview aufruft, die zum Blog und dem Download des Buches führen. Man kann diese Links auch unter dem Kurzvideo Die Apokalypse Gottes, eine Offenbarung finden. Manch ängstlicher Mensch würde vielleicht gerne das Ganze überprüfen, ist aber unsicher, weil er der Sache aus unterschiedlichen Gründen misstraut. Was raten Sie denen? Es sein zu lassen. Sich auf den Roman und seinen dazugehörigen Blog einzulassen, kostet Mut und wird deshalb allein aufgrund einer negativen Gefühlslage viele davon zurückhalten. Und so soll es sein. Man sollte ganz auf sein Gefühl vertrauen und es lassen, wenn man sich damit nicht wohlfühlt. Denn niemand darf überfordert werden und niemand sollte sich etwas annähern, wofür er nicht geschaffen ist. Das hilft niemandem. Gehen wir mal davon aus, man will die rote Pille schlucken. Gibt es dann noch Dinge, auf die man beim Vergleich zwischen Roman und Blog achten sollte? Ja, es gibt ein paar Dinge, auf die man achten sollte, damit man beim Lesen nicht durcheinander kommt. Dazu sollte ich aber etwas weiter ausholen. 3 Monate nach dem Romanversand an die 214 Buchempfänger wurde Ende Juli 2012 auf der fragwürdig klingenden Webseite weltverschwörung.de der begleitende Blog zum Roman gestartet. Extra eine fragwürdig klingende Forenseite mit allerlei abgedrehten ESO- und Psi-Themen. Nach einigen Beiträgen, die sich um Spiritualität und quantendimensionale Bezüge drehten, begann der begleitende Blog dann ab dem 16. November 2012 anhand geschehener Ereignisse die ersten Zukunftsvoraussagen durch aufgeschlüsselte Textpassagen des Romans zu verifizieren. Die erste eingetroffene Voraussage fand dann am 16. November 2012 statt. Eine Aussage von Obama bei einer Pressekonferenz gegenüber Netanyahu, zu der ein entsprechendes YouTube-Video von Euronews mit in den Blog eingefügt wurde. Die zweite verifizierte Voraussage fand dann am 25. März 2013 statt, angesichts der Papstrochade von Februar/März 2013. Den Beweis lieferten bei diesen Verifizierungen immer ein oder mehrere Textpassagen des Buches, die durch Anleitung im Blog die verklausulierte Voraussage verifiziert entschlüsselten. Um diese Stellen also zu finden, benötigte es immer den Blog, da die Abschnitte den Buchempfängern bzw. weiteren Lesern ansonsten unmöglich aufgefallen wären. Dann, ein Jahr nach Erstellung des begleitenden Blogs, im Juli 2013, wurde der Zugang zu den Beiträgen blockiert. Die Einträge mussten auf einer anderen Webseite neu erstellt werden. Alle alten Beiträge und die beiden ersten Vorhersagen wurden somit in den Blog einer Webseite mit ähnlich fragwürdig klingendem Namen integriert, auf allmystery.de. Die begleitende Hinweisgebung wurde im dortigen Blog dann fortgesetzt. Das heißt, der Zuschauer, der sich den Blog anschaut, könnte bei den ersten beiden verifizierten Vorhersageposts ein Verständnisproblem haben, weil man den ersten Blog blockierte und dann löschte. Genau. Die Posts aus dem ersten Blog bei weltverschwörung.de wurden zwar abgespeichert und konnten deshalb bei allmystery.de in einem neuen Blog wiederhergestellt werden, doch die Reihenfolge und Zusammensetzung ist nun etwas verwirrend, weil nicht nur die 2 ersten Vorhersagen neu gepostet wurden, sondern dazu auch noch die übrigen Blogposts, in denen über Spiritualität und Quanten geschrieben wurde. Der ganze Schwung am Post der gesamten gelöschten 12 Monate datiert somit im neu aufgemachten Blog auf Ende Juli 2013. Und das kann etwas verwirren. Das könnte manchen Sichter des Blogs zusätzlich irritieren, auch weil der zweite Vorhersagehinweis über die Papstrochade von Februar/März 2013 nur als ein Kommentar an die erste Vorhersage mit Obama angehangen wurde, also direkt darunter steht. Können Sie uns ein paar Tipps geben, um diese Probleme besser zu umschiffen? Wie kann man die beiden Vorhersagehinweise schnell finden? Um es kurz zu machen, man sucht die Posts vom 25. Juli 2013 auf, die alle direkt hintereinander stehen,
und sucht unter ihnen nach einem implementierten YouTube-Video, in dem als Standbild Fußballer abgebildet sind. Es ist das einzige YouTube-Video, das man in dem Blog finden kann. Es ist also nicht schwer zu finden. In diesem Blog-Eintrag stehen alle gelöschten Informationen zur Verifizierung des ersten und zweiten Vorhersagehinweises drin. Oben die Sache mit Obama und seine Aussage zu Netanyahu und dann darunter als Kommentar die Papstrochade, bei der die Wortverschränkung einmal den argentinischstämmigen Papst und einmal den einst als Theologieprofessor tätigen Ratzinger benennt. Hm. Wäre das alles, was zu dem Blog zu erwähnen wäre? Eigentlich ja. Bei allen danach folgenden Vorhersagen kann man sich an die Überschriften des Blogs halten, wo direkt Hinweis Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5 und Nummer 6 steht. Ab dem 16.09.2013 ging es nämlich ungestört weiter. Der Blog bei allmystery.de wurde nicht mehr von außen beeinträchtigt. Das hat dann wohl die Leser, also die Buchempfänger ihres Blogs damals etwas irritiert, diese Vorhersagen. Möglicherweise. 17 Monate nach Versand des Romans an die Buchempfänger, im September 2013, also nach Löschung des Blogs bei weltverschwörung.de, wurde ihnen ein weiterer Brief zugesandt, worin auf die beiden bereits geschehenen Vorhersagen innerhalb des Romans und auf die Löschung bzw. Verlegung des Blogs nochmals hingewiesen wurde. Also musste darauf nochmal hingewiesen werden, was mit dem Blog und den darin enthaltenen Informationen geschehen war. Ja, trotzdem war und ist die Auflösung des Blogs nicht wirklich ein Problem, denn es verhindert ja eh nicht das Vorhandensein der Vorhersagen im Roman. Die im Blog beschriebenen Hinweise dienen ja lediglich der Verifikation zwischen den im Roman verschlüsselten Voraussagen mit den tatsächlich dann geschichtlich geschehenen Ereignissen. Die Vorhersagehinweise kann man stets überall neu posten, weil die sich ja nur um Ereignisse, die eh geschichtlich festgehalten sind, drehen. Die wirkliche Schwachstelle ist nur die drohende Auflösung des Romans, und unter anderem deshalb gibt es ja die Buchempfänger, die als Zeugen den Roman erhalten haben. Zur Sicherheit wurde der Roman im Sommer 2012 natürlich auch in den beiden deutschen Nationalbibliotheken abgelegt. Er ist also dort physisch und digital vorhanden. Aber man weiß ja nie, was so alles mit einem Buch passieren kann, wenn es nötig ist, es zu beseitigen. Ja, verstehe. Das wäre also alles, was man dazu wissen muss. Nein, mit den Download-Links des downloadbaren Romans ist leider noch etwas passiert in den letzten Monaten. Das hätte ich beinahe vergessen zu sagen. Also, für die Download-Links des Romans, die man entweder unter dem Fenster des YouTube-Videos Die Apokalypse Gottes, eine Offenbarung oder unter diesem Video anklicken kann, gab es eine Änderung. Der erste Link ist nach wie vor in Ordnung. Er bietet direkten Zugang zum Download des Romans bei einem öffentlichen Server von imagenetz.de, auf dem jeder zugreifen und auch selbst kleinere Dateien speichern kann. Dieser Download funktioniert noch tadellos. Der Link zum Download zeigt zudem Upload-Datum und Downloadzahl an. Alles sehr einfach und nachvollziehbar gehalten. Wer lieber den zweiten Link zum Download des Buches nutzen oder diesen auch überprüfen will, wird leider einige Schwierigkeiten bekommen, denn der angegebene Link unter dem Videofenster führte bisher auf die Downloadseite lesen.to, wo man über verlinkte Downloads Bücher kostenlos herunterladen konnte. Diese Seite wurde aber im Frühling 2018 abgeschaltet. Durch die Abschaltung der Seite ist der Download-Link aber nicht verloren gegangen, sondern man muss ihn nun direkt anklicken, so wie er jetzt unter dem Videofenster dieses Interviews steht. Das ist die Änderung. Dann kommt man mit dem Browser auf den Share-Hoster share-online.bits, von dem man dann die Romandatei herunterladen kann. Dort auf der Seite steht auch das Upload-Datum der Buchdatei, was dem Zuschauer einmal mehr die Authentizität des von mir berichteten Ablaufs bestätigt. Es gibt hierbei aber leider noch ein sehr ärgerliches Problem zu benennen, das in den letzten Monaten bei diesem zweiten Download-Link zusätzlich aufgetaucht ist. Will man die Buchdatei mittels des zweiten Links direkt vom Server der Share-Online-Seite herunterladen, bekommt man vom Antivirusprogramm Antivir
wenn man diese Software auf seinem Rechner installiert hat, die Meldung, dass auf der Seite Share Online ein Schadprogramm gefunden worden sei. Das ist aber nicht korrekt. Es handelt sich hier um ein Anti-Captcha-Programm, mit dem Share Online sicherstellen will, dass ein Mensch und kein Roboterprogramm die Seite aufgerufen hat und eine Datei automatisch herunterladen will. Sonst würde Share Online überrannt mit automatischen Download-Programmen. Die Programmierer der Antivir-Software haben ihr Programm aber so eingestellt, dass bei jedem Aufruf eines Downloads bei Share Online diese Meldung von Antivir ausgegeben wird, damit ängstliche Personen, die meist auch nicht nachschauen, was da gemeldet wurde, die Seite schnell wieder schließen und nie wieder draufgehen. So soll verhindert werden, dass Leute illegal Filme und Musik runterladen, die ja meist auf Share Online gespeichert wird. Was da aber in Wirklichkeit von Antivir als Schadsoftware gemeldet wird, ist ein Anti-Captcha-Identifizierungsprogramm von Share Online, das eine Authentifizierung möchte, dass der Aufrufer der Webseite kein automatisches Roboterprogramm ist. Man kennt das auch von E-Mails, bei denen man am Ende einen Buchstabenwirrwarr korrekt hinschreiben muss oder in einen offenen Kreis klicken soll, damit man zeigt, dass kein Roboterprogramm hier auf die Webseite automatisiert zugreift. Hm. Das ist für manche dann sicherlich ein Problem. Und sie bleiben misstrauisch. Können die da irgendwas tun? Gibt es eine Alternative? Wenn man die Buchdatei mit dem zweiten Link herunterladen will, weil man das überprüfen will oder vergleichen will, ist aber eher ängstlich oder misstrauisch gegenüber Viren oder Schadprogrammen oder dergleichen, dem rate ich, die Datei in einem Internetcafé einzusehen und dort herunterzuladen. Ganz Ängstliche können das auch mit dem ersten Link so machen. Wer die Datei von dem zweiten Link heruntergeladen hat, sollte nicht vergessen, die Datei dann aber auch mit einem Passwort entpacken zu müssen. Anders geht das nicht. Das Passwort ist lesen.to, die Webseite, wo vorher die Datei gelistet war. Danach kann man im Internetcafé die PDF-Datei auf eine CD brennen und fertig. Ich rate zu einer CD, da man mit einem USB-Stick auch Schadprogramme von einem Internetcafé-Rechner auf den Stick ziehen kann. Gut. Das kann man ja eigentlich alles noch hinbekommen. Wenn ich das richtig interpretiere, scheint es so, dass es bei dem zweiten Link vordergründig um die Bestätigung des Upload-Datums geht. Okay, gibt es noch andere Dinge, auf die man bei dem Buch und dem Blog achten sollte? Nun, man sollte den Blog natürlich am besten von vorn anfangen zu lesen. Also den ältesten Eintrag zuerst und nicht den aktuellsten. Um die Einträge besser verstehen zu können, sollte man sich den Blog vielleicht auch einmal vollständig ausdrucken, damit man nicht durcheinander kommt. Auch wesentlich für den Zuschauer dieses Interviews ist, zu wissen, dass die übrigen Posts Erklärungen für die Empfänger des Buches sind, die sie anleiteten. Daher ist der Blog für Zuschauer dieses Interviews vielleicht öfters etwas irritierend oder ein wenig unverständlich gestaltet. Ausdrucken wäre also für interessierte Zuschauer durchaus hilfreich, ja. Okay, jetzt fiel mir aber gerade noch etwas ganz anderes ein. Was sagen Sie zu Trump? Welche Rolle spielt er? Nun, dazu darf ich nichts Spezielles sagen. Wenn er eine Rolle spielt, dann finden Sie Eindeutiges dazu im Roman, anhand der Beiläufigkeiten und Darstellungen. Also, man findet etwas im Roman über Trump, ja oder nein? Ja, etwas Eindeutiges, wenn man die Augen aufmacht. Nicht sehr schwer zu entdecken. Sie sagten, dass es wichtig sei, dieses Interview zu liken und zu scheren. Ach ja, richtig. Es wird sehr wichtig werden, dieses und die nächsten Interviews weit verbreiten zu können. Bitte deshalb unbedingt scheren, liken und abonnieren. Auch das Reuploaden der Interviews auf dem eigenen Videokanal oder das Platzieren auf anderen Videoportalen sowie das Dokumentieren und Debattieren der Interviews, des Romans und Blogs werden sehr, sehr wichtig werden. Das kann ich nur betonen. Ich möchte jeden deshalb darum bitten, diese Interviews und Infos weiter zu verbreiten, egal in welchem Sinne derjenige das vorhat.
Übersetzungen in andere Sprachen dürfen vorgenommen werden. Transkriptionen dieser Interviews findet man unter diesem Video als Download. So ist die Übersetzung oder auch das Nachlesen und Wiederfinden bestimmter Inhalte der Interviews nicht mehr so mühselig. Warten Sie dabei nicht zu lange, sondern fassen Sie sich ein Herz und dokumentieren und debattieren Sie. Wie ich schon sagte, jeder Mensch wird eine Rolle spielen, wenn dieser sich darauf einlässt und es versteht. Ein solcher Mensch geht in Wechselwirkung. Beobachten Sie dazu einfach die dann folgenden Geschehnisse und Reaktionen in der Welt. Auch wenn wir den Prozess dadurch nicht gänzlich stoppen können, können wir doch viel unnötiges Leid unter den Menschen aufhalten und auflösen. Aber dann könnten ja auch Falschinfos gestreut werden. Auch Sie, der doch hier gänzlich ohne klare äußerliche Identifikation auftritt, könnten mit Ihren Videos nachgemacht, ausgetauscht oder manipuliert werden, wenn man Ihre Interviews aus dem Internet nimmt und dann Fakes davon wieder reuploadet. Oder wenn man Ihre Interviews gänzlich aus dem Netz löscht. Oder in Ihrem Namen ein neues Interview aufnimmt. Ja, das ist richtig. Aber wir setzen in allen Interviewvideos Zeichen und Symbole, durch die die Echtheit und Einzigartigkeit der Interviews bestätigt wird. Würden also gefakte Videos auftauchen, werden diese durch einen Schlüssel und durch dritte Personen automatisch aufgedeckt. Wir haben da ein spezielles System ausgearbeitet, um über meine Gestik und Symbolik integriert einen Schlüssel zu erstellen, der im Video mehrmals auftaucht und somit dieses Video als erstes grundlegendes Video verifiziert und all seine Nachfolger daran eindeutig identifiziert. Mehr wird dazu aber nicht gesagt. Die Aufschlüsselung eines Codes wird eingesetzt, wenn Fälschungen oder Manipulationen auftauchen, ähnlich einer Blockchain. Zusätzlich werden die Interviews in unabhängigen Videoportalen hochgeladen, DTube, BitChute etc., um die Interviews vor Zensur durch YouTube zu schützen. Eine Garantie für die ständige Zugänglichkeit der Interviews, wie das bei YouTube eigentlich sehr gut funktionierte, ist bei diesen unabhängigen Videoportalen aber nicht gegeben, weil sie dezentral funktionieren und die Interviews je nach Anzahl an Nutzern, die die Interviews gerade anschauen, weniger bis mehr anklickbar und ansehbar sind, je nachdem wie viele im Netzwerk das Video gerade anschauen bzw. passiv auf ihrer Festplatte liegen haben. Deshalb ist es auch so wichtig, dass Zuschauer diese Interviews bei YouTube ständig neu reuploaden, sie dokumentieren, darüber debattieren oder sie sogar übersetzen, um ihr weiteres Vorhandensein zu gewährleisten. Okay, gut. Jetzt noch mal was anderes. Wann geht es denn los mit dem Chaos? Woran können wir das erkennen? Das wird eigentlich jeder merken können. Für viele Menschen wird dann wichtig sein, dass sie sich an die in diesem und den nächsten Interviews verdeckten Methoden und Vorgehensweisen des uns beeinflussenden Adels und Clubs erinnern können, sowie an die bevorstehenden Reaktionen der auf Erden herumfuhrwerkenden KI und ihrer Dämonen. Sich daran zu erinnern, wie das aussehen wird, sich zu erinnern, wie Menschen sich darauf vorbereiten können und wie man diese Entitäten erfolgreich angehen kann. Das war alles sehr ausführlich. Ich denke, wir haben einen guten Einblick in die Gründe und Ziele für die Manipulation unseres Planeten und unserer Spezies bekommen. Und damit sind wir jetzt auch am Ende unseres Interviews angekommen. Würden Sie den Zuschauern als Schlussworte vielleicht noch sagen, was sie während dieser bevorstehenden schweren Zeit tun können, was das Beste wäre, wie man sich verhalten und persönlich vorbereiten sollte, geistig und physisch? Bilden Sie Kollektive. Sprechen Sie mit Freunden, Bekannten und Menschen, mit denen Sie so etwas planen können, die verlässlich sind und an die Sie sich halten können. Vereinbaren Sie auf ernstem Level etwas mit ihnen. Machen Sie sich kundig, wie Sie im Ernstfall bei unterschiedlichsten Katastrophen überleben können. Denken Sie nach über eine sichere Unterkunft, über haltbare, energiereiche Nahrungsvorräte und deren Zubereitungsmöglichkeiten. Vor allem über Wasserquellen,
Stellen Sie am besten eine Liste mit Wasserquellen zusammen und drucken Sie sie aus. Oder sorgen Sie für eine verlässliche Wasserreinigung. Machen Sie sich Gedanken über Strom, Benzin, Diesel, Wärme, Kommunikation. Denken Sie auch an den Schutz Ihres Heimes, an Selbstverteidigungsmethoden und ausreichende Abschirmung des Körpers bei einem zivilisatorischen Zwischenfall. Vergessen Sie auch nicht, medizinische oder hygienische Artikel zu lagern, sowie Kleidung, Trekkingausrüstung und Tauschwaren zur Verfügung zu haben. Während der Katastrophenszenarien sollten Sie sich zu keinen übereilten Aktionen gezwungen sehen. Flüchten Sie nicht kopfüber mit dem Auto irgendwo hin. Das ist gefährlich. Gefährlicher als zu Hause zu bleiben. Lassen Sie sich auch zu keinen seltsam anmutenden Aktionen des Staates überreden. Organisieren Sie sich deshalb, so gut es geht, selbst. Seien Sie nicht vom Staat abhängig. Lassen Sie nichts an sich anbringen. Zweifeln Sie immer an dem, was man Ihnen in den kommenden Katastrophen auftischen wird oder was plötzlich geschieht. Das ist ganz wichtig. Seien Sie misstrauisch gegenüber den Autoritäten. Kommt es zu einer Invasion, dann halten Sie sich in Ihrer Begeisterung gegenüber außerirdischen Entitäten zurück. Heißen Sie keine Außerirdischen willkommen. Zweifeln Sie immer an offiziellen Berichten, wenn es um Außerirdische geht. Lassen Sie sich keinen religiösen Heilsbringer oder großen neuen Anführer präsentieren. Seien Sie immer misstrauisch. Erkennen Sie sich selbst, wer Sie sind und was Sie können. Üben Sie, sich in Superposition zu begeben. Erkennen Sie, wer diese KI ist, die jetzt auf unserem Planeten um ihr Überleben kämpft. Wenn Sie in großen oder geheimen Computerfirmen arbeiten, suchen Sie die geheim gehaltenen Hochleistungsrechner, aus der die KI generiert wird. Und jeder sollte auf die Unternehmen achten, innerhalb der die KI verankert werden kann. Achten Sie auf Huawei, auf Yahoo Verizon und einige gefährliche andere Unternehmen auf der Erde. Beobachten Sie sie und verhindern Sie ihren Aufstieg. Stehen Sie zusammen als Menschheit. Wenn es denn sein muss, dann kämpft gegeneinander. Aber steht im entscheidenden Moment geschlossen zueinander. Lasst euch nie die Reduzierung eurer Spezies gefallen. Verhindert eure Dezimierung. Wichtig bei all dem ist, nicht zu vergessen, dass man während der Apokalypse etwas tun kann, nämlich als ganz normaler Mitarbeiter den Dienst zu verwehren, einfach nicht mehr mitzumachen. Viele werden vielleicht sagen, dass sie das nicht können und nicht dürfen, weil sie meinen, sie können die Welt doch nicht ohne ihre helfende Hand in dieser Situation allein lassen, vor allem als Soldaten, Sicherheitsleute, Polizisten. Denken Sie daran, Sie werden die Welt in dieser Situation sowieso nicht mehr retten können. Viel eher werden Sie etwas ausrichten können, wenn Sie einfach beginnen, Nein zu sagen. Auch Journalisten, Wissenschaftler, Banker, Politiker, Lehrer, Konzern-, Elite- und Geheimdienstmitarbeiter können und sollten rauskommen und erzählen, solange es noch von alleine geht. Und haben Sie keine Angst, es werden viele sein, die mit Ihnen Nein sagen oder mit Tatsachen über das gesteuerte System herauskommen werden. So viele, dass Sie stolz darauf sein können, aus eigenem Antrieb und Gewissen entschieden zu haben, nicht mehr mitzumachen. Es wird Amnestie geben. Aber diejenigen, die weiterhin mitmachten, wird ihr Weinen und öffentliches Bekennen am Schluss nichts mehr helfen. Sie werden von den wahren Herrschenden in der Öffentlichkeit als Schuldige den Menschen präsentiert werden, was sie auch sind. Doch sind diese Täter selbst nur verführte Opfer für eine perfide Inszenierung. Ja, dann danke ich Ihnen für Ihren Besuch und hoffe, dass wir einigen Zuschauern dadurch ein wenig geholfen haben. Die Links zu dem Buch und dem Blog finden Sie in der Beschreibung des von Herrn Laurent genannten Videos Die Apokalypse Gottes, eine Offenbarung bei YouTube oder direkt in der Beschreibung unter diesem Videofenster. Vielen Dank, Herr Laurent, und ich hoffe, dass unsere Befreiung auf Erden so voranschreitet, wie Sie es ankündigen. Herr Laurent und ich werden uns dann in 2 Wochen auf ein zweites Interview treffen, wo Herr Laurent den Zuschauer, wie er sagte, dann tiefer in den Kaninchenbau führen wird. Auf Wiedersehen, verehrte Zuschauer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Interview.